Den, 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 den. So, jetzt hol ich mir mal den Light Dad. Hallo, wo ist mein... Oh, sind Leute schon da? Junge, Maximal, Sandro, Florian, Pasti. Ja, doch, ich bin hier. Baumann ist auch am Start. Hier. Auf Twitch auch Ober. Grüß dich, Dad ist am Start. Der nächste Grad am Felsen. Ich grüße euch. Gefehlt. Ich baue mir gerade mal die Chats aus. Passen Sie auf, wenn Sie trotzdem abstürzen sollten. Geil, Mann, vergessen Alter. Sie nicht nach links zu schauen. Dort haben Sie eine tolle Aussicht. Slate auch am Start. Chat im neuen Fenster öffnen. Genau, das will ich. Und dann... Das ist nur der Pre-Stream sozusagen. I gotta light it up. Wow. Ja. Over. Alter. Was hier abgeht. Ich habe gestern angekündigt auf jeden Fall. So, jetzt habe ich euch alle im Multi-Social-Stream drin. Ich habe gestern angekündigt, dass ich heute auf jeden Fall auf die Videos reacted. Zum Beispiel UK, YPC Bank UK. Ich habe in Oberstab reingelabert. Oh mein Gott, Alter. Light It Up geht immer ab, Alter. Soll ich euch sagen, dass so Light It Up von mir geklaut war?
Ich zeig euch gleich. Ich war der Erste, der Light It Up im Internet benutzt hat. Ich war der allererste, der Light It Up benutzt hat. Ich zeig euch auch gleich wo. Ich zeig euch auch gleich wo. Ne? Danach hat Hecht und Barsch mir den Song geklaut. Schweine. Ich hab das nicht geklaut. Städten. Das hat die mir geklaut. Ich hol mir gerade noch was zu trinken und dann bin ich bei euch. Dann legen wir los, Alter. Ist so, wir machen Sammelklage. Bin gleich wieder da. Yeah, come and get it, clock is ticking for my riches now. Yeah, boy, counting commas in my kitchen now. Yeah, right, Colorado ain't my region now. But now I'm headed out there anyhow. Set it up like I'm headed out for the big amount. Shoot it up like I'm heading up for the pictures now. How many people could do it the way I did it now? I really mean it, I feel like the only one around. Whoa, while I'm at it, I ain't kidding, I won't have it. Try and wait for me to slip, I ain't no Bambi. I'll be center in a rink, I'm Joey Sackage. And when you see me, I just came out with the hat trick. Oh God, don't be stressing with the magic. Acting out cause you ain't never seen no rabbits. Leopard All bist the ich. runners, they be helping me imagine. How I tell them that the man has got the backlash written on me. Solmecke wird informiert, Alter. Solmecke geil, Mann, Alter. I'm already out, already on the countdown, I'ma set it right. Got the backlash Written on me. Cold running from the pole, and it's on me. Don't know which way we're going now, I don't wanna know it. Might as well be going down, I don't wanna know it. I got the backlash Written on me. Eugen, grüß dich. Na, 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 na. Ah, Leute, ich grüße euch. Es ist spät geworden. Ich weiß, Leute. Es ist spät geworden. Aber wie heißt denn Delfin mit Unterhose? Slipper, Alter. Geil, Mann. Mein Husten ist heute schon ein bisschen besser, aber bin natürlich immer noch krank. Deswegen heute nur Reaction-Stream, nichts Großartiges, aber ich habe eh noch voll viele Videos, die ich nachholen möchte, wie zum Beispiel YPC Bank, Up North 2.0 ist gestern rausgekommen. Dann können wir was Neues von Otto Bulletproof gucken. Wir können die Doku über die Oder angucken und so weiter und so fort. Da ist auf jeden Fall einiges drin, was wir heute machen können. Zeitlich sind wir wahrscheinlich ein bisschen angeschlagen, muss schon sagen. Die 4 macht in der Season. Glaube ich, Alter. Ich bin noch nicht dazu gekommen, weil ich immer noch Baldur's Gate drin bin, Alter. Hype Train, Nico, danke für deinen Prime. Kuss. Und Ober, danke dir natürlich auch für den Resub. Alter, da ist der Hype Train, Leute. Der fährt los. Ne? Aber jetzt zeige ich euch erstmal, wo Hecht und Barsch. Nee, nein. Ich gehe ja immer nur mit Thermoanzug ins Wasser. Nur mit. Aber das, ich war ja nicht angeln, Alter. Das letzte Mal vor 2 Wochen, ne? Wo ich auch auf Instagram den Hecht gepostet habe. Davon ist das. Einfach mal auf Eier zeigen und auf 7 in the Wild of Free wie Rack Nights. Ja. Schön den ganzen Kanal opfern, Alter. Oh Mann, ey. Ich wette sogar, wenn man das auf Kick machen würde, gibt es keine Probleme. Ich meine, auf Kick, da racken die auch auf komplette Hollywood-Blockbustern, also ein Scheiß. Oder hat sich das im Laufe der Zeit irgendwie verändert? Ha? Oder? Wenn man das auf Kick machen würde, das wäre, glaube ich, vollkommen egal. Muss nur mal sagen, dann sage ich dich auf W4, damit ich dich auf Level 16. Ja, Mann, auf jeden Fall. Das machen wir dann ganz fix, Alter. Ganz fix. Dezember oder so. Ich denke, dann haben wir es. Im Dezember. On the road. Ja, right or wrong. All my conscience gone. I don't even know. All my conscience gone. So. Ey, ich zeig euch mal. Nee, ich auch nicht. Ich habe da nur einen Account, weil ein Streamer ist da hingegangen, den ich sehr mag. Erwische ich trotzdem nie. Ich bin jetzt schon Akt 3, Ober. Ich bin jetzt schon Akt 3. So, warte, ich zeig euch das jetzt kurz. Das Hecht und Barsch von mir geklaut hat. Eisiden Forelle. Hecht und Barsch hat von mir geklaut. Ich sag's euch. Nee.
Junge, Junge, Junge. War das am Hochzeitstag auf Forelle? Ich weiß es gar nicht. Ja, das war das. Alter, da habe ich wieder ein Cutting-Meisterwerk aus dem Leben gehauen. Das wird euch freuen, Leute. Das wird euch freuen, wenn ihr das seht. So, passt mal auf. Wie das so Rico Stivoletti nicht drauf angequatscht. Worauf? Nein, weil das natürlich ein Epidemic-Sound ist. Das ist natürlich free, das Ganze. Also wenn man für Epidemic zahlt. Ja, dann ist das natürlich... Da kannst du nichts machen. Aber jetzt zeige ich euch kurz, in welchem Video. Die haben das natürlich bei mir gesehen. Ist doch klar. Oder? Ist doch klar, dass sie das bei mir gesehen haben. Die Angelszene sieht es halt bei mir. Und dann machen es alle. Ist doch klar, oder? Hier. Hört genau hin. Hört genau hin. Da. Da. Ja. Wer war der Erste? Wer war der Erste? Oh, da ist direkt der erste Fisch. Ha? Direkt Ja, hier ich zu Beginn. Die erste Forelle. Aber noch eine relativ kleine, die cashen wir mal eben. Toni wird sich vorgeknöpft auf der Metze. Na komm. Ist so. Da. Toni wird sich vorgeknöpft. Das geht ja hier. Hier, dann musst du gleich noch Eine mehr Attacke, kommen. die kurz drin. Ich noch. Und So, ja. ich Da. Ten toes deep, flower child from the turf. I never switch sides, like even when I die, I'm a ride for the squad. Let her ties in the hearse. I've been on the vibe, kinda hard to Ja, die geht describe. doch immer hart ab, Alter. I'm good and it's fine, but I'm tired of the grind. Then I come alive in the night to realize I'm in the middle of the time of my life. I'm never so back. Leute, ich wollte Da. noch einen kurzen spontanen Wurf machen. Was eine schöne Forelle habe ich da noch gefangen, Alter. Hab ich da noch gefangen. Sehr geil. Auf einmal Hier könnt ihr gerne auch nochmal angucken. Hat nur 64 Daumen nach oben, Leute. Na, hier. Könnt ihr euch nochmal reinziehen, Leute. Könnt ihr euch nochmal reinziehen. Wir fangen heute an mit Up North 2.0. Up North 2.0 habe ich nämlich noch nichts von gesehen. Kurze Info. Hat ein bisschen länger gedauert heute, weil ich habe heute den Managementwechsel vollzogen. Ich bin jetzt bei Raft. Alles nochmal heute, ich wurde sozusagen aufgenommen, eingeleitet, wie alles abläuft, dies, das und so weiter. Ja. Alter, ich habe noch nie eine 60 Plus Forelle gefangen. Leopard, Alter, 60 Plus. Ich glaube, mein PB ist 56. Aber eine 60 Plus habe ich noch nie gefangen. Boah, 60 Plus muss ein Monster sein, ey. 60 Plus muss krass sein. Alter, 65, stell dir das mal vor. Wie krass, Alter. Also meine Meerforelle war 60. Werbeblockerverstoß gegen die YouTube-Nutzungsbedingungen? Wo denn? Bei dir? Jetzt wird man schon von YouTube gegängelt, Alter. uBlock soll helfen, habe ich gehört. uBlock soll helfen. Just saying. Oder du hast hier so eine ganze Palette wie ich. Ich glaube, ich habe 5 Blocker drauf, oder? Ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gemacht. Nachher kann ich das hier nicht mehr monetarisieren. Ich verwende Vivaldi, das ist der Blockbuilding. Ich habe keine Ahnung, ich habe noch nie Vivaldi gehört. Eine Newslegende und deutsche Fernsehkorne ist heute... Ja, Hans May, habe ich gesehen, Digga. Ich musste sofort an Notruf 112 denken. Digga, ich habe immer Notruf geguckt. Boah, 70er, Alter. Krass, Mann. Immer Notruf damals geguckt, ey. Ich hatte davor auch Angst als kleines Kind, Notruf zu gucken. Ich habe immer Angst gehabt. Bei Notruf. Immer. Und trotzdem wollte ich es immer gucken. Ich fand es so spannend, ey. Notruf war immer krass, Alter. Notruf war echt immer krass. Alter, die erste Up North geht 40 Minuten.
What the fuck? Leute, die erste ab North geht 40 Minuten. Ich würde sagen, wir gehen direkt rein, Leute. Wir gehen direkt rein. Ja, aber lohnt sich. Bildgewaltig. Bildgewaltig. Wir haben ein richtig schönes Gewässer hier mit vielen Bachforellen, Eschen. Kommt vorbei. Ich zeige euch die Spots, wenn ihr Catch and Release macht, Alter. Wo wohnst du denn, Leopard? So, wir gehen rein, Leute. Wir gehen rein. Es ist genau ein Jahr her, dass wir die erste Abnorth-Staffel abgedreht haben. Guckt euch mal dieses Panorama an hier. What the fuck? Wartet mal. Du wohnst bei. Schreib mir bei. Sind wir schon in Kontakt auf Instagram? Da wohnen wir direkt in der Nähe. Haben wir schon mal geschrieben? 60er Forellen, Alter. Und er sagt mir jetzt erst Bescheid. Feedback und das unbeschreibliche Abenteuer haben uns dazu bewegt, eine zweite Staffel an den Start zu bringen. Abnorth Schreib mir. 2.0. Jetzt Wir gehen geht's angeln. los. 60er Der Forellen. ersten in nichts nahestehen. Jungs, ich hab so Bock. Im Gegenteil. Mehr Abenteuer, mehr Natur, mehr Kampf. Es kann doch nicht sein, wirklich. Ausgesetzt in Norwegen, auf einer einsamen Insel im europäischen Nordmeer. Wir müssen auch erstmal gucken, wie wir heute Nacht pennen. 48 Stunden ohne Essen, Zelt Passt der Sound, oder Leute, für euch? Handyempfang. Mit einer Mission. Boah, Musik ist schon gut, ne? Einen riesigen Heilbutt vom Ufer zu Guter fangen. Biss. Ich bin noch sehr gespannt, wie das Ganze passt, so. Was im Kino gesehen wird, also was im Kino gezeigt worden ist und was jetzt hier in den Serien gezeigt wird. Ich meine, die erste Folge geht 40 Minuten. Der Film ging 2 Stunden. Na, da muss man überlegen, da ist viel, viel mehr Material drin in den YouTube-Folgen. Ja. Also Abenteuer unseres Lebens, Alter. Up North. Yeah. Alles klar, Pascal, gute Besserung. Because we closed the door and somebody needs to be. But our friend is there with Absolut, Flori, Alter. Absolut, Mann. big YouTube series, please. Ja, okay, thanks. Thank you, thank you, Yeah. thank you, thank you, thank you. Das wird gut, ey. Wir sind da. Up North. Aber das Krasse ist auch an Skandinavien, wo du gerade das Color Grading, 8 Folgen? Ich glaube 8 Folgen, sonst kommen, Patrick. 8 oder 6, aber ich glaube 8. Oh, herzlichen Dank. Für den Follow. Herzlichen Dank, weiß sehr zu schätzen. Das, was ich sagen wollte, wenn du in Skandinavien bist, musst du auch gar nicht mehr so viel Color graden. Die Farben und sowas alles sind da so viel mehr intens. 6 Folgen, Leute, 6 Folgen. Sind da so viel mehr intens. Ist so krass. Torfmoos, Alter. Grüß dich, dank dir, Mann. Das ist so krass, Alter. Es ist so krass. 2.0. Wir haben so lange darauf gewartet. Und geht's jetzt los. geht's los. Wir sind auf den Lofoten, das wissen wir. Also wir fahren jetzt mit der Fähre hin. Was da auf uns zukommt, wissen wir noch nicht, weil Flo hat sich die Challenge für uns überlegt. Ihr werdet es erfahren. Wir holen das Gepäck. Ich habe so Bock. Let's go. Let's Und go. Daumen drücken, dass das Gepäck kommt. Der Moment der Wahrheit. Oh, ich Noch muss ist mal es zur leer. kleinen Maus. Ich hoffe so sehr. Bevor wir weiter gucken, muss ich eben zu meiner kleinen Maus. Bis gleich. Light it up. Whoa, gotta light it up.
Grüß dich. Ah, Patrick. Daddy des Jahres, dank dir, Mann, Alter. Dank dir. So, weiter geht's, Leute. Weiter geht's. Dass unser Riesengepäck dabei ist. Vecchi, was haben wir dabei? Jeder ungefähr 70 Kilo. Insgesamt 6 Gepäckstücke plus Handgepäck. Also 8 Gepäckstücke haben wir gemeinsam. Wir wissen, dass wir nach Norwegen fliegen, auf die Lofoten fahren. Und was da passiert, ob wir vom Ufer angeln oder so, das wissen wir eben noch nicht. Und wir kriegen heute Abend einen Zettel von Flora überreicht. Und da wird sich zeigen, was wir machen. Ich bin Muss man gespannt. sich erstmal Ich bin vorstellen. jetzt, dass gespannt. Flo sehr gutherzig ist und bestimmt nichts Böses mit uns Nein, vorhat. nein, Natürlich, das glaub ich Flo hat nicht. nichts Denkst du Böses Ja, vor. manchmal ist er eine kleine Snitch. So wie du. Also ich sehe schon mal Auf einiges an jeden Gepäck. Fall, Das gehört Mann, auch auf ganz jeden Fall, schnell. Alter. Das gehört auch uns. Wenn jetzt die Routen noch da sind, das Wichtigste ist schon da. Deinen Koffer habe ich nämlich da schon gesehen. Das gehört uns. Jetzt brauchen wir nur noch die Routen, ne? Da hinten. Oh, guck mal hier. Das, es ist alles da. Check. Da fällt Jetzt. uns ein Jetzt. Stein vom So lucky, ne, dass die gut mitgekommen sind. Aber falls ihr das Interview gesehen habt, im Interview haben sie auch nochmal gesagt, dass die Mutter von Vecchi nochmal einige Routen hoch zu Flora geschickt hat. Per Post. Falls die Routen nicht mitgekommen wären. Falls die Routen nicht mitgekommen wären, sind nochmal Routen per Post geschickt worden. Ne? Richtig krass. Herzen. Aber die nächste Schwierigkeit. Wir haben nämlich gerade eine E-Mail bekommen. Euer Mietwagen ist nicht da. Wir müssen euch eine Nummer kleiner geben. Und ihr habt schon gesehen, guckt mal, was hier liegt. 100 Kilo Gepäck oder 100 noch mehr? Kilo? 250 Kilo meinst du wohl? Warum? Wie viel haben wir denn? Alles zusammen 32, 32, 23, 23, 23. Stimmt. Mathe 10, war noch nie meine Stärke. 23. Bei und Turm. Ab zum Mietwagenverleih. Oh, Glück gehabt. Let's go. Ja, gleich jetzt ernst. Irgendwie ist immer noch nicht so ganz klar, welches Auto wir Ey, bekommen. ohne Witz, Aber Alter. doch, welches wir bekommen, Ohne ist Witz. klar. Aber ob es da reinpasst, das ist nicht klar. Aber wir bekommen jetzt diesen Lexus, oder? Ja. Das ist ein Lexus, das ist für Vecchi natürlich nichts. Da muss ein Benz her. Be very gentle, it's a rental. I learned this. Thank you very much. Have a good one. So, das hat schon mal gut geklappt. Jetzt spurten, einpacken und wirklich richtig Gas geben. Weil die Alter, Fähre geil, wartet Mann. nicht. Geil werden, Alter. Ja, die Leute, die uns kennen, wissen, es ist nichts Ungewöhnliches für uns. Team Chaos ist back. Wir hatten wie immer viel zu viel Tackle dabei. Wir wussten nicht, passt alles ins Auto, schaffen wir die Fähre, weil das hätte alles verzögert. Es hing eigentlich an dieser Fähre. 7 Minuten Puffer. Und hätten wir diese Fähre nicht bekommen, dann hätte diese komplette Reiseplanung nicht hingehauen. Boah, ich sehe jetzt schon, dass das scheiße ist. Hinten so ein abgeflachtes Heck. Farbe gewöhnungsbedürftig, so eine Oper, braun. Naja, das ist egal. Aber schön für die Angler, weiße Ledersitze. Das klappt nie. Da kriegen wir niemals unser ganzes Gepäck rein. Nee. Wir haben mit Gutes einem viel, Operbraun, viel größeren Alter. Auto geplant. Und Geil, das ist auch Mann. extra deshalb gebucht. Also mal schauen ist jetzt nicht, wir müssen uns beeilen, Digga, komm. Ja, müssen wir da irgendwie reinkriegen. Das Zeug, wenn nicht, stapeln wir auf unseren Körpern dann. Okay, lass da weitermachen, lass uns beeilen. Geh mal zum Gepäck, ich fahr da vor Ja, ich warte und dann vorne. sofort rein. Los, 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 los. Go, go, go! Ih, das Lenkrad klebt erstmal wie... Ah! Und jetzt wird's ernst. Alles, was ihr hier seht und zusätzlich noch ein Rucksack auf Flo seinen Rücken, muss da jetzt irgendwie rein. Das ist so krass, Alter. Richtiges Nee, Verpackungstetris. ich glaube nicht. Geil. Drin! Was haben wir uns für Gedanken gemacht? Easy. Na, warte mal. Aber ja, schaffen wir. Schaff mal. Schaffen wir! Ich hab die Hand dran. Richtiges Tetris-Schmetris, Alter. Hilf mal, drück mal runter. Boah, Alter. We made it. Wir haben 10 vor 6 jetzt. Komm, bring ihn weg, bitte. Ja, Oh, los. Schnell rein, schnell zur Fähre, schnell weg hier abholen. Alter, sitzt du da eingeklemmt. Gib mal her, ich film das mal. Das geht schon. Es geht, los geht's. Alter, was eine Action. Nimm die Cam. Ah, da kommt er schon angerannt. Content Creator, mach schon wieder eine Story. Tour 2023 startet jetzt. Jungs, ich hab so Bock. Let's go. Es hat alles so gut geklappt. Eigentlich, also wenn der Trip so gut startet, ey, wer weiß, was da jetzt noch alles passiert. Auf jeden Fall, Ich hoffe, dass Leute. der Das ist Zeitplan die richtig. nächsten Tage nicht ärgerlich. genauso eng getaktet Wenn du ist da wie nicht heute. den Das Wagen war kriegst, den du schon, eigentlich bestellt hast, ey. alles sportlich. Boah, ey. 7,5 Minuten Puffer haben wir jetzt noch übrig. Ey, ich hatte das auch mit meinem Dad, als wir einfach einen Brandungsangelurlaub gemacht haben, ey. Wir haben es pünktlich zur Fähre geschafft. Dass wir da Und Probleme jetzt heißt hatten, wieder ey. warten. Das ist ja echt habe ich wild, heute lange. ey. Ich will angeln, ich will loslegen. Aber da war ich, glaube ich, auch zu dumm. die Ich weiß die es Meerluft hier schon ist geil. Oder es riecht doch wirklich wie an der Küste.
Wir sind auch an der Küste. Vielleicht liegt's daran. Sherlock. So ein Leute, typischer Dustin, ich hab mir was Alter. von Becky So ein abgeguckt. typischer Extra Dustin, für die Tour Alter. organisiert. Hä? Falls wir mit dem Kanu Oh, richtig Mann, schnell Alter. fahren, habe ich auch die passende Brille dabei. Oh, Buddy ist natürlich perfekt dann, auf jeden Fall, Alter. Ich habe gerade gezwinkert in die Kamera. Alter, Sieht man durch die Damo, Brille gar grüß nicht, dich, ne? hi. So, ich mal. Oh, es geht los. Jo, es geht los. Rein. Wir haben es geschafft, wir sind auf der Fähre. Ist dir kalt oder was? Ganz schön windig hier, ey. Der Schein hat getrübt. 3 Stunden 15 geht's jetzt ab auf die Lofoten. Ich brauche auf jeden Fall so ein Tablett. Die Lofis. Ich hab Kaugummis dabei. Ja. Ey, die Seegam. helfen so gut. Weil sonst kotzen wir hier. Ja, es ist sau windig. Komm, lass dich mal Jetzt reinfallen, schon? Als ich das reingehen, letzte was Mal- essen. Und dann 3 Stunden. Als ich auf der High-Angel-Tour war, musste ich auch so ein Kaugummi nehmen, Alter. Hat mir Dennis Knoll von Angeln mit Stil super ausgeholfen und hat mir so ein Kaugummi gegeben. Weil einmal war ich in Drill mit so einem großen Hai, hab nach unten geguckt, war fertig. Alter, ich wäre fast Game Over gewesen. Kreislauf ging runter, mir war schlecht. Alter, das war richtig, richtig heftig, Mann, ey. 15 schon mal vorschlafen, weil Flo hat eine Sache schon gesagt, es wird wenig Schlaf geben. Das Spannende bei der Anreise war eigentlich, dass wir wussten, es gibt eine Challenge. Gorgi, mit grüß Florian dich. vorbereitet, aber Drops, wir Alter. wussten nicht, um was es geht. Ich freue mich richtig Grüß dich, ich doll, hoffe, dir geht's gut, Gorgi. endlich zu sehen, was wir machen müssen, was Flo uns für eine Aufgabe erteilt hat. Am Ende des Streams mache ich noch Shakes. Es ist ein Traum, wir sind da. Ich kann es noch nicht glauben. Wird besser. Warst du krank oder was? Sieht auch wirklich, wirklich sehr schön aus. Das Schlimme ist, als Angler denkt man ja, boah, man will ans Wasser, man will angeln. Aber nein, wir müssen jetzt noch auf morgen warten, bis wir angeln können, weil wir noch alles vorbereiten müssen, ins Camp ich fahren auch. müssen, die Ich Wohnung auch. beziehen müssen. Am liebsten würde ich einfach alles hinschmeißen, mir die Angel nehmen und einfach losziehen und ein paar Fische fangen. Ey, fühle ich so das denn. Ja, ihr beiden wart ja schon mal hier auf den Lofoten. Für mich ist es das erste Mal. Sieht schon cool aus mit den ganzen roten Häusern hier und den kleinen Buchten. Ja, ey, wäre ich auch gerne mal gerne. Ah, Steht auf jeden Fall endlich auf meiner, sind wir da. Wir auf kommen hier meiner an Reiseliste mit ganz weit oben, Alter. und da steht einfach, rennt Lofoten. Wecki. Denkst du, es gibt Leute da draußen, die dafür Norwegen zahlen, an um sich, angeln dürfen? ganz weit Natürlich. oben. Aber egal, wir sind jetzt hier im Camp. Guckt euch das mal an. Xotox, So grüß dich, geil, hi. Da ist Wasser. Die Hütten sind direkt am Wasser. Boah, ist das schön, Jetzt bin Alter. ich einfach nur Ist gespannt, das was schön. Flo sich ausgedacht hat für eine Challenge. So, Jungs. Challenge Die Time! Challenge kommt. Spitz die Ohren, Wecki. Willkommen auf den Lofoten. Stimmt, In den nächsten stimmt, 48 Stunden werden wir eine der über 80 Inseln auf eine Art und Weise kennenlernen, wie es wohl noch kein Angler zuvor getan so. hat. Okay. Unser Guide, Markus Pedersen, wird uns zu einer Pedersen. abgelegenen Bucht bringen, von der wir Pedersen. ohne Boot nicht mehr wegkommen. Okay. Ja. Folgende Regeln gelten für den gesamten 48-stündigen Aufenthalt auf der Insel. Das Mitbringen jeglicher Nahrungsmittel ist verboten. Jeglicher Nahrungsmittel, also jeglicher. Egal was. Ja. Sprich, wir müssen uns unser Essen fangen. Ja. Entweder im Wasser oder vielleicht am Ufer. Vielleicht finde ich eine Eidechse, eine Möwe oder irgendwas anderes Essbares. Oder ein paar Bären. Norwegen ist auch bekannt für die Eidechsenpopulation, glaube ich. Die Verwendung von Feuerzeugen und Streichhölzern Geil, ist Mann, untersagt. Okay, krass. Dann, wir müssen ja irgendwie... Du hast das Oh Messer Mann, dabei. ey. Mit Größter, dem Wettstahl. Damit hast du nämlich Größter nicht gerechnet, mein Freund, als du uns eine Eidechsenbrennpunkt, Falle ey. stellen Norwegen. wolltest. Ha! Wir haben nämlich einen Feuerstein und ein Messer dabei. Catch and Cook in die ne? Röhre. Hast So du sieht's schon mal nämlich aus, ey. Nö. Auch Zelte müssen zu Hause bleiben. Ey, ihr wisst alle... Ach, du hast einen Knall, Alter. So, für was haben wir dann extra? Wir haben ein 600-Euro-Zelt gekauft. Eins, was extra leicht ist, damit wir das Ja, mit und dem Flieger so Vor allem gruselig, hast du Alter. uns das nicht empfohlen? Klar. 600-Euro-Zelt. Alter, Kommt auch irgendwann zum wie Einsatz, teuer aber sind nicht eure in den nächsten Zelte? 2 Tagen, das denn. Habt ihr jemals 600 Euro für ein Zelt ausgegeben? Fangt einen maßigen Heilbutt vom Ufer aus. Mindestens 84 cm. 84 cm wird wahrscheinlich Mindestmaß. Mindestmaß sein, ja. Krasse Challenge, weil ich muss ganz ehrlich sagen, Alter, ich habe das letzte Möwen Mal oder was? ein Heilbutt Krass. gefangen vor 15 Jahren. Das war mein einziger und dafür habe ich 4 Tage geangelt. Also ich habe in 28 Jahren noch nie ein Heilbutt Ja, gefangen und ich war okay. auch schon ein paar Mal in Norwegen. Alles klar. Alter. Aus Sicherheitsgründen habe ich euch folgende Heilbutt, richtig Bock, ey. Ausrüstungsstände für uns eingepackt. Satellitentelefon, das ist das, ne? Ich habe mich schon gewundert, was das ist. Und eine Rettungsboje. Wozu eine Rettungsboje. Da ist viel Strömung, wenn er ins Wasser fällt. Safety first. Krass. Firsty first? Firsty first. First cast first? Thirsty first, ey. Ja, krass. Ich wünsche euch viel Glück auf der Insel
euer Flo. Danke Flo, aber du bist dabei. Ich wünsche dir auch viel Glück auf Ja, der das stimmt. wird Flo der ist Hammer, dabei, Jungs. Alter. Dein Leid ist unser Leid. Wenn wir keinen Fisch fangen, kriegst du auch nichts zu essen. Oder hast du denn eine Ration mit dabei? Nein, 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 nein. Alle Gleiche Regeln für alle? Ja, ja. Okay, Geil. das ist schon mal Mit gut. Mitgehangen, mitgefangen. Alter, Wir ja, sitzen alle im Mann. gleichen Mitgehangen, Boot. mitgefangen. Geil, Mann. Ey, ich ey. bin mega happy, hier zu sein und ich finde es richtig geil, diese Challenge zu hoffentlich zu meistern. Und vor allem, ich würde so gerne ein Heilboot. Das hier, Raya, das ist Dustin Schöne, der Freund von Lena Gerke. Und das hier ist Felix Wegesser, würde ich sagen, ein sehr guter Freund. Und im Hintergrund, der das filmt, das ist Florian Over, der Kameramann. Alle drei sehr starke Angler, Content-Produzenten und Köderentwickler aus dem Angelbereich. Grüß dich, Raya. Fangen vom Ufer aus. Ich auch, aber mich stören diese 2 Verbote. Ganz ehrlich, da hätte alles kommen können. Kein Zelt, kein Schlafsack, kein nix. War mir total egal, weil ich war einfach Köder, so verstehe. euphorisiert von allem, von der Landschaft, von dem Erlebnis, das wir haben werden, dass wir auf Heilboot angeln gleich. Da war mir total egal, was das für eine Challenge ist. Ich wollte einfach nur los. Das Einzige, was wunderschöne mich Routen ist. in dem Moment ein bisschen geärgert hat, ist, wir wussten ja nicht, um was es Und geht. Becky ist Ich hab mit, Tinderkönig, Becky so sieht's vorher aus. gesprochen, ey, was nehmen wir denn eigentlich mit? Und ich habe mir schon gedacht, ey, irgendwelche großen Fische werden wir in Norwegen bestimmt fangen müssen. Und ich habe gesagt, ey, wir brauchen eine viel schwerere Route, wir brauchen eine stärkere Schnur. Becky, nein, kein Problem, brauchen wir nicht. Und dann hat der Guide gesagt, ey, das sind so starke Fische, nehmt mal extra Schnur mit, weil die ziehen die Rolle mal regelmäßig leer. Und dann war die Euphorie natürlich noch viel größer. Wenn du das hörst, dann kannst du natürlich, dann denkst du dir, ey, Wahnsinn. Ja, wir waren hyped, wir wollten raus, Absolut. wir haben uns auf den nächsten Tag gefreut und ich glaube, das sieht man auch im Video. Hast du jetzt bei Tinder nur Angelbilder? Alter, ernsthaft jetzt, Patrick? Wie kommt das an? Kriegst du da so Anfragen auch? Oder ist das Becky, abschreckend du bist eher? der Chef-Koch bei uns. Ja, da bin ich ja prädestiniert für. Ganz wichtig, wir haben hier ein richtig feines Zeug. In weiser Voraussicht, ein Filetiermesser, aber Nicht noch gut. viel wichtiger. Ein Du kriegst auch Messer so von manchmal so Böker, Nachrichten und zwar von ein Frauen, richtiges Outdoor-Messer zum wo die so Schneiden sagen so, und "Ih, vor allem Feuer machen. du Das ist so ein- Angler, wie nennt man du das? tötest Feuerstahl? Fische." Feuerstahl, genau. Das ist ein richtiges Ist Allzweckmesser. hier an der Scheide mit dran. Hier kann man Feuer mit machen. Komm, lass Ah, einmal cool, kurz ey, so ein richtiges Survival-Messer, ey. Krass, das ist nur zerschnitten. Oh, Alter. Also, Böker, Messer, wird uns wahrscheinlich den Arsch retten. So, Dustin macht sich noch schnell eine neue Schnur drauf. So, dann schon mal bereite vor. ich hier eine Alter, Route nach krass, der ey. anderen vor. Damit es morgen früh dann schnell losgehen kann. So, jetzt werden die ganz schweren Geschütze aufgefahren. Das ist ja, ich würde die ganze Von Zeit Stroff da in dem das Wasser angeln, Maximale. ey. 22,5 Kilo Schnur mitgenommen, aber es ist halt auch Stroff. Da steht doch robuste bestimmt Schnur ein Pollack mitgenommen, oder mit sowas. R7. Er ist so eher die robustere Schnur von Stroff. Damit mache ich mir jetzt eine Spule voll. Und er meinte, die Fische werden hier teilweise so groß, dass wir gerne Ersatzschnur mitnehmen sollten, weil so ein ganz dicker Seelachs, so ein Meter Seelachs, gerne auch mal die Schnur einfach leer zieht. Oh Mann, ey, ich bin so nervös, so aufgeregt und auch so Eine schöne Stella, müde, Alter. wenn ich ganz ehrlich bin. Ich habe so wenig geschlafen in den letzten Tagen. Das Ding ist, Wir haben echt du merkst noch ja auch gar nicht, richtig wie wenig viel du zu tun. schläfst. Es ist schon 1 Uhr nachts. Weil, genau, 1 Uhr nachts und das ist Naja. da so hell, ne? Kriegen wir Das hin, ist so nicht krass. meckern. Ich glaub, Detektor, ab grüß morgen dich. beginnt das 1 Uhr nachts und es ist da so hell. Es ist so krass, ey. Es ist so krass, es ist einfach so eine komplett andere Welt. Alles gepackt, Hier wird's um vorbereitet 16 Uhr und dunkel, ich muss Leute. sagen, vor Beginn der Challenge war ich eigentlich schon komplett müde. Ich war platt. Eigentlich habe ich nur noch ein Bett gebraucht. Tag 2. Das ist Markus, unser Guide von Nordic Sea Angling. Markus bringt uns heute auf die Insel. Er fährt uns raus. Er ist Guide, aber wird nicht dabei sein. Wir sind ganz auf uns alleine gestellt. Markus, are you ready? I'm super ready. Are you guys ready? Yeah, I don't know. Hello. You ever fish there at the spot? You know? I fish from the boat, but never from shore, so I don't think anyone has Markus been von like on neu the auch shore. da, das ist ja fish on that so spot, wild, so Alter. You guys are gonna be the first ones from shore. Ja, Also auf jeden nicht Fall. nur, Leute. nicht nur hier ein YouTube-Clickbait, sondern es ist tatsächlich so, wir sind die Ersten, die da vom Ufer angeln. Wenn man so einen Satz von einem Guide hört, der da über 10 Jahre lang schon angelt, dann ist man euphorisiert, weil ihr kennt alle die Clickbaits auf YouTube, hat hier jemals jemand geangelt? Und da ist man dann an einem Ort, wo es wirklich so war.
Da hat noch nie jemand geangelt vom Ufer. Wir sind die Ersten, die da auf diese Insel oder zu diesem Spot fahren und unsere Köder ins Wasser werfen. Niemand so hat was krass, von dem Alter. Wasserverbot erzählt. Deswegen haben wir uns schön mit Wasser eingedeckt. Wasser, das wird unser Wein der nächsten 3 Tage sein. Jetzt kann es wirklich losgehen. Welche glaubst du schon? Ja, ich bin mega aufgeregt, aber jetzt geht die Wilde Fahrt los. wilde Fahrt los, ey. Das wird vielleicht das Abenteuer unseres Lebens. Ja, krieg mal Kinder. Markus, Geil, Mann, Alter. Geil. Ah, gut, Mann, Alter. Schön, fühle ich sehr, fühle ich sehr. that's it. We can leave. Promise. Das ist our last luggage. So, rauf aufs Boot und los geht's. Ey, ich bin so hyped. Ist so, Mann. So, Leinen los. Und dann geht's ab. So Leute, Direkt los geht's. gesavaged, weggedribbelt einfach, Ab ey. North, Richtig 2.0 geguckt hat er startet ihn. Jetzt wirklich. Das Abenteuer unseres Lebens, Alter. Let's go. Ich bin unglaublich aufgeregt. Ich hoffe, dass wir alles dabei haben, was wir brauchen. Es ist so rough und so wild, aber trotzdem hat es irgendwie was Heimisches. Boah, ist das schön, oder? Ich könnte ewig fahren. Guckt euch mal dieses Panorama an hier. Absoluter Traum. Eine geeignete Location für so eine Uferangel-Challenge zu finden, war nicht einfach. Wir brauchten tiefes Wasser in Wurfweite, das war extrem wichtig. Dann musste das Ganze noch begehbar sein, das war auch ein großes Problem. Also ich habe verschiedene Inseln gefunden, die einfach viel zu steil waren. Von daher war das Ganze nicht einfach, aber schlussendlich gab es einen Spot, an dem das Ganze möglich war. Crazy scenery. Wie geil das aussieht da vorne. Ist das krank, Alter. Heavy current. Ist das Now you'll krank. understand what I'm talking about with the current. Ja. Just around the corner here. As you can see now, the waves meeting the current. That's why it's building up some waves. Ey, dass das so rough ist, hätte ich mir nie vorgestellt. Es ist wunderschön, aber so rough, diese Strömung und alles. Man sieht richtig, wie die Wassermassen hier aufeinander fallen. Kann man sich schon vorstellen, dass hier dicke Fische sind, ne? Ja, aber hier willst du nicht ins Wasser fallen. Nee. Da bist du weg. Wir müssen richtig vorsichtig sein. Aber die Insel, die sieht aus, als wäre hier auch Jurassic Park gedreht worden, oder? Ja, oder vielleicht Herr der Ringe. Ja. Absolut, ey. Absolut, ey. Das ist so krass, Mann. Alright guys, so here's the bay. Nice. So here you're gonna spend Achim, grüß lots dich. of time. Das ist our Schöne new Grüße home zurück, for the Mann. next Nach 2 days. Dortmund. Just outside the mountains here, it's like a drop-off, going really deep, like 40-50 meters down. Okay. So you need to throw out and try to touch the bottom. Okay. As you felt before, it's a lots of current. Yeah. So that's what you're fighting against. Okay. And hopefully soon against Hollywood as well. Hopefully. Ich sag's immer wieder, ihr glaubt gar nicht, wie glücklich ich gerade bin und gehypt. Das ist unglaublich. Ja. Das Wasser ist so klar. Wir können 6-7 Meter tief schauen. Ich hoffe, hier können wir einen großen Heilbutt fangen. Jetzt sind wir endlich hier. Guckt euch das mal an. Ey. Ich weiß Ihr nicht, ob man das auf der glaubt GoPro gar nicht, sieht und erkennt, wie krass das hier eigentlich aussieht. sehr mein Herz danach schreit, das zu machen, Alter. Geil. Da Das in klappt solchen gut mit Gegenden dem zu angeln, An ey. deine Position. Irgendwann, Alter. Ausdruck. Perfekt. Thanks. Hier, das ist Mein Herz maximal, meins. Nicht das von Dustin, meins. Ja, und wir denken natürlich, dass wir gleich angeln gehen können, aber nein. Wir müssen auch erstmal gucken, wie wir heute Nacht pennen. Haben ja kein Zelt, nix. Wir müssen ein bisschen sheltered sein, müssen eine gerade Fläche haben. so, das ist jetzt das Wichtigste überhaupt. Routen. Ohne Routen geht hier gar nichts. Ja, glaube ich, ne? Das geht jedem Angler so, oder? Alright guys, the good thing that I have some paper for you guys. So you I can... already said you are well prepared. We Yeah. are lucky to have you. Ich habe mal So geguckt, with this ne? paper Also so you ein can Trip, track ey. the high tide and low tide. Da bist du Oh, echt at schon 12 immer it was instant high über tide? 1000 Yeah. Euro And Now und it's mehr going for dabei, low ne? Ist tide. echt crazy auf jeden Time Fall, is when ey. the currents change. You will see it also. The water gonna stop moving. That's the time. Allein nur the wind für will get Reise und Haus und really so, try ne? to catch the halibut. Also, this line is important also. We track the waves.
Thank you, my man. Thanks for all the information. Thanks for dropping us here. And if we have a problem, Ja, ja. have a special Wirst du auch telephone to so call sein, you. ne? Yeah. I'm gonna be standby. Yes, I hope we catch a big one here. I hope so also. Markus, thank you. All right, take Ja, care aber- now. Thanks for all your help. See you in 2 days. Ja. Yes. Ist halt schade, Alter. Ist halt schade, dass ich damals, als ich in Tokio war, für eine Woche, dass ich da noch nicht geangelt habe, ey. Junge, das hätte ich auch gerne gemacht, ey. Ich meine, ich habe da den Fuji bestiegen und so, ne? Aber dass ich da noch nicht geangelt habe, ist jetzt im Nachhinein für mich so ein bisschen auch traurig, weil hätte ich gerne gemacht, ey. In Japan zu angeln, ey. Markus, thank you very much. See you. Take care now. Take care, you too. Goodbye, Markus. And hopefully we don't give you a call. Es geht los, jetzt geht's wirklich los. Gibt's kein Zurück mehr. Komisches Gefühl, wenn dein Ausweg wegfährt, oder? Aber irgendwie ein geiles Gefühl, findest du nicht? Habe ich noch nie erlebt. Aber warst du schon mal, guck mal, hast du schon mal hier gestanden so und hast gewusst, Hast du schon mal kein hier anderer gestanden? Mensch ist hier. Nix, gar nichts. Wir sind hier nur mit Steinen, Wasser, Algen, Fischen. Hoffentlich großen Hier Fischen. hat noch Nächstes nie Jahr sehe ich jemand- schon, noch Alter. nie hat hier vom Ufer Dustin jemand und Becky bei Seven Ich Worlds kann es Wild, immer noch nicht Alter. glauben, es geht jetzt los. Nächste Also in dem Moment hatte Edition. man wirklich das Gefühl, hey, das kann das Abenteuer unseres Lebens werden. Wir werden jetzt erstmal die Insel erkunden, gucken, wo wir schlafen können. Ein Riesenvorteil, dass wir Holz gefunden haben. Also hier liegt ganz viel Holz rum. Das können wir natürlich nutzen fürs Essen Feuer nachher. Fürs Feuer, wenn wir es ankriegen mit dem Feuerstahl. Aber wir haben auch hier so relativ trockenes Material gesehen. Flova hat einen PC dabei. auf Jetzt jeden müssen wir Fall. gucken. Also wir haben die Wettervorhersage gecheckt. Es soll heute Nacht trocken bleiben. Das heißt, wir brauchen eigentlich auch kein Shelter. Lass uns richtig viel Gas geben, weil ich bin so angelgeil. Ich will jetzt endlich... Ich will auch angeln. Ja, windgeschützt, aber nicht gerade genug. Das Einzige, was fehlt, sind so die... Die ebenen Flächen, gell? Ja, genau. Hier sieht doch ganz gut aus, Das oder? sieht recht eben aus. Was hältst du denn hiervon? Weil hier sind wir auch noch windgeschützt und hier ist auch Gras zu hoch, aber relativ eben. Und der Vorteil ist, wir haben unser ganzen Stuff da und müssen ihn nicht ewig tragen. Dann gehen wir jetzt wirklich gleich angeln. Oh, kurz was trinken. Irgendwie schon platt und müde, bevor hier was Ich bin passiert auch ist. am Ja? Ende. Allein schon, Hier fährt man um wirklich andere Geschütze auf, als bei wirst du uns. später Man sehen, sieht so fettes in den Flugverbot. Wir haben Zelten. hier Also da hat er jetzt Spross, kein, ich weiß nicht, ob er jetzt genau hier ein Zelt dabei hat, aber wurde uns da empfohlen. hat er auf jeden Fall Wir alles haben hier dabei nur einen gehabt. Fänchenwirbel und einen Splitring. Ich Dann weiß haben nicht, wir ob genau bei der coolen Challenge. BKK-Haken. Ich habe hier aber so 50 Gramm dran. Er meinte aber, ey, ihr müsst eher 100 oder noch schwerer fischen. Ja, das wird was anderes. Und die meinten schon, ey, was wollt ihr eigentlich hier mit eurem Spielzeuggerät? Wir waren da wohl ein bisschen falsch vorbereitet, aber egal, wir schaffen das schon. Erstmal müssen wir überhaupt ein Halbboot ans Band kriegen. Ah, danke, Becky. Hier, das denn. Hapax Offshore, 84 Gramm. Aber das sind schon richtige Kavenzmänner, ne? Also 84 Gramm aufwiegen Jigkopf. Alter. dann. So, wir haben hier ein paar Stinger vorbereitet. Alter. Die hauen wir jetzt noch an die Köder ran. Und dann dürfen wir keine Zeit mehr verlieren, ab ins Wasser. Oh, Becky, Alter, guck dir das an. Wow. Was für ein Panorama. Ich bin schon ein bisschen außer Atem, das ist richtig Ich auch. Das ist vielleicht das schönste Max Panorama. macht das. Schlaf gut, Alter. Schön, dass du da warst, Mann. Dicker Kuss geht raus. Oder so. Alter, es ist schon 20 vor 4. 20 vor 4. Wir haben noch nicht einen Wurf. 20 vor 4 in der Aber Nacht, Leute. Podcast TV. In der Komm, Nacht. Becky. Und guckt es euch Ja. an, wie es da aussieht, Alter. Erstmal müssen wir sicher am Spot ankommen. Ist es in der Nacht oder ist es mittags? Das sind, wir dürfen dort arbeiten, wo andere Urlaub machen. So sieht's aus. Beziehungsweise hat hier auf jeden Fall noch nie einer einen Angelurlaub gemacht. Nee, Becky, ich glaub's kaum. Wir machen tatsächlich gleich den ersten Oh, Wurf. ich muss noch ganz Tsunami. Oh, da Bin echt. gleich wieder da.
Meschi, grüß dich. Hi, dank dir. Leider. Krankheitslimbo. Mila gerade auch, Nami gerade aufgewacht. Also meine größere. Erstmal mit 38,4 Temperatur. Neon Plus, grüß dich. In welchem Land ist 15:40 Uhr Mittag? Was? 20:04? Eieieiei. Wirklich, geht einmal rum, ganze Familie. Let's go, Alter. Let's go. Oh Mann, ey. Gönn dir denn. 38,4, das ruft nach einem Bier, ey. Oh Mann, ey. Und morgen ist Laternenumzug. Beide Kids nicht da, ey. Aber vielleicht ist sie auch morgen wieder fit, wer weiß. Wer weiß. Aber mal schauen, ich glaube nicht, Alter. Stupi, grüß dich, hi. Eieieiei. Ich glaube, hier ist schwer zu angeln. Sieht nicht so geil aus, muss ich sagen. Nee, es ist alles deutlich steiler als gedacht. Ja, vor allem hier kommt so eine große Kante schon da hinten hoch und da kriegst du die Fische ja nicht rüber. Ich würde es trotzdem mal hier probieren, ne? Okay. Boah, ich bin so hyped. Let's go. Vorsicht, ne? Nicht Elfter, tindern Elfter, und hier was ist auf so das? Sachen gehen. Nee, das passiert mir dieses Jahr nicht. Das Tindern oder auf so Sachen gehen? Auf so Sachen gehen. Tindern könnte Jo, Becky passieren. hatte im letzten Ab North So, so einen lasst ihr richtigen bereit? Sturz, ne? Das war richtig Jetzt, heftig, erster ey. Wurf. Attacke. First Cast TV, also der Wurf war nicht sehr weit. Ich hänge schon. Scheiße. Echt? Ja, Ist das so flach? ja. Super. Also da lang brauchst du Martinsfest, nicht ah. werfen. Komm zu dir. Fisch? Nee, Hänger. Ja, das ist dieses Kraut, ne? Ja. Fuck. Ah, Mist, ey. Man merkt schon, man kommt einfach nicht weit genug raus. Jeder Wurf direkt einen Hänger, eine Kurbelumdrehung und man hängt. Ja, ich weiß immer nie, wann Karneval Anfang ist. Ich habe keine Das ist Ahnung. natürlich extrem ärgerlich. Also wirklich dieser Aufwand, diese Anreise und es gestaltet sich gerade so, als ob wir hier nicht angeln könnten. In der Regel. Ah, das bringt gar nichts, ich hänge schon wieder. In Nur der dieser Regel. blöde Tank. Hier hat noch nie jemand vom Ufer geangelt. Und in dem Moment ist mir klar geworden, warum. Also, Jetzt habe ich was anderes gehakt. Richtiger Hänger? Ja. Scheiße. Boah, mein FG hält aber auf jeden Fall. Nicht nur, dass unsere Challenge hier auf der Strecke bleibt, wenn wir nicht richtig angeln können. Wir haben auch nichts zu essen dabei. Denn eigentlich haben wir geplant, dass wir hier ein paar Fische fangen. Aber dass das jetzt alles hier so schwierig wird, haben wir uns nicht gedacht. Mann, ey. Alles ganz schön ernüchternd gerade. Dicker, grüß dich. Wann? Oh, Dicker, danke für den Resub. Kuss, Alter. Das abreißen Danke, keine Mann. Möglichkeit, gell? 8 Monate. Herzlichen So einen Dank. Köder abzureißen mit der Schnur, strofft. Oh, damit kannst du ein Auto abschleppen. Alter, die Strofft Schnur Airline, ist krass, Mann, R7. Alter. Krass, wie die nachgibt. Also Alter. das ist aber das Vorfach, oder? Weiß nicht. Alter. Zeig. Nein. Oh, ey, ich muss hier erstmal hinsetzen, Alter. Ah, fuck mich das ab. Fuck. Vor allem das Krasse ist, ich meine, ich hatte ein paar Würfe, aber da kam jetzt auch nichts. Vielleicht ist es schlechte Zeit und so, aber also ich meine, wenn wir so weitermachen, fangen wir keinen einzigen Fisch. Dann haben wir die ganze- Lieferando regelt, alles Alter. war für den Arsch dann. Musst du mal mit einem Notfalltelefon Lieferando anrufen, Alter. ich habe da wirklich dann angefangen zu zweifeln. Machen wir das Richtige? Und als wir dann zum nächsten Spot gegangen sind, habe ich wirklich dafür gebetet, dass es besser wird. Weil wenn das so weitergegangen wäre, ein Köder nach dem anderen abgerissen, dann hätten wir die Aktion nach 1-2 Stunden hier abbrechen können. Daxi, grüß dich. Ich find's auch die saugeil, Spannung wie das steigt. erzählt Die wird, Spannung ey. steigt, der Druck steigt vor allem, ey. Becky, ist das nicht saurutschig? Noch geht's. Ja, Mann. So, ab Servus, jetzt weil der wird's Helikopter kommt. Ist so, Mann. Sieht auf jeden Fall deutlich besser aus als eben. Aber ob wir da wirklich viel weiter ins Wasser kommen oder tiefer kommen, ist halt auch, ja, sei dahingestellt. Ja, wir sehen das denn. Hol einen raus, Dicker. Fang was. Ja, Patrick, Alter. Das stimmt. Da draußen hat es sich gerade richtig nach Strömung angefühlt. Meine Wurfspanne Schon wieder war Hänger, eigentlich ganz Alter. gut. Ich meine, klar, wenn du in diesem Uffe. Zeug hier drin bist, was hier gerade liegt, Ja, auch wenn es ein bisschen nachgibt, das Zeug ist so zäh. Und so eine Masse auch davon.
So viel Das Kraut, ist echt ein ey. Problem hier, glaube ich, gerade für uns. Das ist Deswegen wie angeln wir Brassenhochzeit, nicht am ey. Ufer, weil vom Boot hast du es halt nicht und wir werfen direkt da rein. Meine große Hoffnung ist ja auch, dass es daran liegt, dass wir gar keine Strömung gerade haben und dass das Tang oder der Tang hier dadurch so hoch stehen kann. Und wenn wir Strömung haben, der ein bisschen runtergedrückt wird. Oh, Fisch! Oh, verloren. Nee, das ist kein Fisch. Ich habe halt so schnell eingekurbelt und bin trotzdem im Kraut hängen geblieben. Das muss ja dann bis unter die Oberfläche kommen. Ja, das war bei mir jetzt auch gerade ganz komisch. Doch, ich habe einen Fisch, oder? Nee. Doch. Doch. Das denn? Der erste Fisch der Tour. Ein kleiner Seelachs. Vielleicht Ein hat es da auch Mini-Seelachs. einen Kraut gerade. Geil. Noch nicht die Wunschgröße, aber wir haben unseren ersten Fisch gefangen. Nice, Alter. High five. Warte, hier. Der Kleine darf natürlich gleich wieder zurück. Muss ich nur aufpassen, ohne dass ich hier reinfall. Oh, Ja, geil. Du weißt schon, dass das unser einziges Abendessen hätte sein Oh können. nein! Eventuell. Aber die haben bestimmt auch ein Schonmaß. Müssen wir gleich mal gucken. Müssen wir vielleicht gleich mal fangen wir noch einen. oh Mann, Alter, Phil, grüß dich, Alter. Das war das Abendessen. Becky einfach so im Release-Mode, Alter. Nee, Fuck, schade. Strömung irgendwo reingedrückt. Kann doch nicht sein. Nicht so schlimm, die ganze Schnur noch da. Schnell einen neuen FG machen gleich. Neues Stroftvorfach vor. Gut ist. Auf der einen Seite ein Hoffnungsschimmer, der kleine Fisch, aber so richtig Ist so, ey. angekommen. Der Grüßi, ey. Fühl ich Oh, mich Grüße trotzdem aus noch Dänemark zurück, Alter. Schön. Naja. Geil, Mann, Alter. So, Brett abgerissen. Deswegen mache ich schnell einen neuen FG-Knoten. Und zwar hat uns der Guide gesagt, es ist extrem wichtig, hier gutes Vorfach zu machen. Und ich nehme hier wirklich auch zum Hechtangeln Stroffluorocarbon 2. Für mich, für diese Angelei, das beste Fluorocarbon, das es gibt. Ist abriebfest, es ist nicht so glatt wie die anderen, das mag ich sehr. Ich habe das Gefühl, vielleicht stimmt es nicht, aber das ist so mein Gefühl, dass dadurch der Knoten, der FG-Knot besser hält. Das heißt, ich mache einen FG schnell und bin dann in einer guten Zeit wieder einsatzfähig. Hier sieht es viel vielversprechend aus, finde ich zumindest. Nächster Versuch. Petri Heil, mein Lieber. Wünsche ich dir auch. Ich habe immer ein bisschen Angst, den Knoten mitzuwerfen. Ja, das knallt auch immer ordentlich. Gerade noch gesagt, ey. Also 80 Gramm reichen hier aber nicht aus, das meine ich halt. Jetzt liegt es halt in der Kante. Ja, man, ist so. So, Ich laufe auch schon. Farbwechsel. Ich laufe genau Alles dahin, weil ich ausprobieren. genau da angeln will, Daxi. Geil, gut. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr Erfahrungen damit habt. Ob es wirklich so ist, wenn es ein guter Spot hier ist oder wäre, ja, dann müssten noch hier auch Fische stehen und beißen, auch wenn die. Ja, den Spot auf Google Maps Strömung entdeckt, in ey. Chile gerade Der ist nicht echt am Arsch der Welt. Oder? Wacky hatte zumindest schon mal einen. Krass, Mann, Also das Alter. hat er aber nicht gefühlt, Lofoten ist das, aber er Daxi. hatte zumindest einen Fisch drauf. Hast du schon mal eine Berggazelle gesehen wie mich? Das könnte so ich sein, ne? Wir mussten weiterziehen. Aber das war alles nicht so einfach. Wir mussten teilweise klettern, wir mussten an Steilwänden entlang uns hangeln. Bitte vorsichtig. Schon verrückt, was wir hier gerade machen. Ja, Eigentlich auch. und zwar ohne einen Fisch zu fangen. Ja. Ich sehe uns schon hungern. Ich sehe uns wirklich schon richtig hungern. Ja, wir hängen hier richtig in der Steilwand drin. Ist ein bisschen gefährlich. Und hoffentlich werden diese riskanten Manöver hier jetzt auch gleich mit einem Fisch belohnt. Fahren nach Norwegen, haben sie gesagt. Ja, man wird dann auch irgendwie leichtsinnig, ne? Weil das hängt halt alles von den Fischen ab. Und wir wollten halt einen Spot finden, wo wir tiefes Wasser erreichen, ohne zu hängen und Fische fangen. Und da macht man Sachen, die man normalerweise vielleicht nicht machen würde. Ja, true. Na, 21 Uhr. Okay, da hatten wir eben gerade Mittag. 15:40 Uhr Mittag. Muss man vorsichtig sein. Wo keine Nocken sind, super glatt. Das Wasser kommt hier immer höher. So sahen die Berge, Strömung. als ich in Schweden war, aber auch aus, Alter. Die haben da alle solche Lavagesteinsarten, ne? In Schweden auch, da bin ich auch, musste ich voll aufpassen, dass ich da nicht wegrutsche, als ich da rumgekraxelt bin und rumgekleimt bin, Alter. Das ist so richtig krass gewesen, ne? Wird stärker. Und hoffentlich somit auch der Hunger der Fische. Meiner wird auf jeden Fall so langsam ein bisschen stärker.
Guckt euch diese Spots an. Ich kann einfach nicht nachvollziehen, warum hier kein Fisch beißt. Man verliert auch irgendwie das Vertrauen. Ja, auf jeden Fall. Angelt man, jiggt man, leiert man ein, schnell, langsam. Man probiert. Ich suche das gerade mal raus, ey. Oh, da! Fisch! Guter Biss. Schön. Aber kein großer Fisch, glaube ich. Ich sehe es. Was ist es? Ein kleiner. Was ist das? Das ist ein Lump? Was ist das? Ein Lump. Ein Lump. Lump, genau so ein Fisch, den man nicht will eigentlich, Jawohl. Alter. Mein erster Biss und mein Genau erster so ein Fisch, den man nicht will, Alter. Lump willst du ja nicht essen, wenn ich ey. sagen würde, schöner Fisch. Aber es ist mein erster Fisch. Ich glaube gar nicht, wie happy ich bin. Ein Lump. Genau der Fisch, den man fangen will, wenn man 30 Stunden anreist. Ich habe mal gehört, dass der gehassteste Fisch Norwegens, weil er voller Parasiten ist. Jungs, ich gebe heute Abend ein Wasser aus. Lump-PB. Lump-PW, warte, ich will noch hier einmal kurz hier, kurz mal gerade schauen. Hier, das war ich zum Beispiel in Schweden. Das war schon am Ende. Aber da sehen die Steine doch fast genauso aus. Junge, das war, man sieht es nicht, aber das war sauglatt, Alter. Diese Kacksteine, Alter, ohne Witze. Siehst du, wie ich da rumgekraxelt bin, ey. Da! Seht ihr das hier unten? Ja. Bemooste Nasse, ey, ne? Hier von hier an den Klippen. Da, das ja zum Beispiel. Das. Ah, das, Alter. Ja, genau, Wuchs. Oder wo er nass ist, ne? Das ist auch schweineglatt hier vorne, Alter. Ne? Ja, du weißt ja, ich bin eh nicht ganz glatt, Diggi. Ich bin doch eh nicht ganz glatt. Ja, weiter geht's. Da ist er wieder! Da ist ein Stein. Ist mir völlig egal, was ihr sagt. Ich halte bis heute daran fest. Ich habe einen Wal gesehen. Becky hat auf jeden Fall gerade einen schönen Wal gesehen. Man muss sich die Highlights halt selbst schaffen, auch wenn sie nur in dem eigenen Kopf sind. Egal. So sieht's aus. Das hat einen dann schon irgendwie wieder in einen besseren Mut gebracht. Das Also, sind Skandstrände. Danke dafür. Ja, darum ist das aus Skandinavien, Alter. Irgendwas Großes. Dunkles. Oh Ja, Mann, das ist wahrscheinlich wieder Oh auf Gott, Tinder die Idee gesehen. für einen Kaktusflash, Alter. Was Großes, Dunkles. Gibt es Angler bei der Kaktus? Und dann? Dieser Seetang ist echt ganz übel, ey. Ey, der Den Laden Haken, Angeltalk, wenn ich keinen ey. krieg. So langsam nimmt hier, glaube ich, auch die Strömung zu. Wir sehen vor uns Verwirbelungen von der Strömung. So, 175 Gramm, weil jetzt ist richtig Druck hier drauf. Ich persönlich würde jetzt den Spot wechseln. Haben wir jetzt schon eine Weile hier geangelt. Ich bin jetzt mal eine Spitze weitergegangen. Die Wellen werden immer extremer. So langsam geht die Sonne auch unter, beziehungsweise steht sie nicht mehr so hoch. Und wir haben nicht mehr viel Zeit. Die Zeit rennt. Wir müssen auch irgendwann schlafen gehen. Aber wir geben noch nicht auf. Nee. Struggle is real, ey. Oh, da dachte ich, mit dem Cut Ich kommt kann der es Fisch, immer noch Alter. nicht glauben, dass wir keinen Fisch, also keinen zählbaren Fisch gefangen haben. So langsam bin ich mit meinem Latein am Ende. Wir angeln jetzt seit 7 oder 8 Stunden und konnten noch nicht eine einzige Erkenntnis sammeln. So langsam ist mir dann auch irgendwann bewusst geworden, die Zeit läuft uns davon. Wir rennen hier seit Stunden über die Felsen und Ich wir haben glaube immer noch nicht, nichts Anständiges Detektor. gefangen. Wir haben Ich nichts glaube gegessen. nicht, Alter. Und ich wusste überhaupt nicht, wie wir die Folge hier irgendwie zum Abschluss bekommen sollen. Kurz vor 1. Ja, Ihr wisst Gute gar nicht, wir Taktik, können uns, Vögel. glaube ich, nicht vorstellen, wie man sich jetzt fühlt, ey. So viel Planung in die ganze Angel nicht Sache auf Platin gesteckt. gelevelt, Alter. So viel Strapazen auf sich genommen. Hierher geflogen, 15 Stunden Anreise, für auch wirklich viel Geld investiert. Und dann kommt man hierher und die Fische spielen einfach nicht mit. Und denkt Das ist dran, einfach so weg hier das krass. Abendessen weggeworfen. Das ist halt die Sache, die man nicht beeinflussen kann. Und dann bekommt man hier auch noch Hänger. Hätten wir wenigstens ganz etwas zu ehrlich, essen gehabt, ey. Ich bin
am Ende meiner Kräfte und auch motivationstechnisch. Und normalerweise bin ich immer motiviert. Aber jetzt, ich könnte mich echt einfach nur hinlegen und den Tag vergessen. Ist das krass, Alter. Oh, ist das krass. Ich beobachte den Lang noch ein bisschen beim Angeln. Nee, nicht Dann geht's einen. hoffentlich so langsam in Becky den hat einen Schlaf. Seelachs gefangen, aber der hat er released. Einfach aus Ich dem wollte Effekt. gerade fast sagen, haben wir uns verdient, aber haben wir uns eigentlich leider nicht verdient. Oh, ich habe keinen Bock mehr, ich will jetzt echt Feierabend machen so langsam. Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe auch keinen Bock mehr. Ich frage mich nur, ob wir es uns leisten können, keinen Bock mehr zu haben und keine Folge auf die Kette zu kriegen. Ja, das ist Meine natürlich einzige- auch richtig. Das Meinst Problem ist, dass ich überhaupt nicht mehr den Hoffnungsschimmer habe, dass wir jetzt hier irgendwas ich auch kriegen. nicht. Aber das ist schon echt eine Weile nicht mehr. Irgendwann kommen einem dann auch ganz andere Gedanken. Das ganze Projekt kostet natürlich auch sehr, sehr viel Geld. Da hängt ganz viel dran. Man hat der Community YouTube-Videos ab North 2.0 versprochen. Also der Druck, der sich da aufbaut, ist enorm. Das macht wirklich was in einem. Man angelt dann auch anders. Man ist so unter Druck, weil man einfach dem selbst gesteckten Ziel gerecht werden will. Ne? Wie gesagt, Community, das Erlebnis für einen selbst, das drohte alles zu scheitern. Deswegen war das wirklich ein harter Moment. Es kann Ja. doch nicht sein, wirklich. Ey, wie kann das denn sein, dass wir kein fangen, Jungs? Wie kann das sein? Jetzt mal ohne Spaß. Das glaubst du, du fährst hier hin. Nach hungrig und müde. Der beste Spot Was der kommt Welt. da? Ha? Hangry, oder? Hangry, Alter. Selbst am besten Spot der Welt bleibt man Schneider. 1:37 Uhr und es ist was würde einfach ich jetzt für hell. ein Zelt geben? Es ist einfach hell. Und eine warme Suppe. Oder Super, wäre krass. nicht mal eine Auf jeden Fall, voll. Geiles Hätten sie machen können, ne? Rinderfilet, Medium gebraten. Oh, mir wird eine Suppe ausreichen. Es wird Zeit für eine Blende. Nehmt es uns nicht übel, aber wir machen jetzt hier eine ganz schnelle Nummer draus. Isomatte aufs Gras geschmissen. Ich habe hier so eine Luxus-Isomatte mir extra geholt. Dann Schlafsack auf und pennen, Becky, oder? Ja, ich bin durch. Ich will einfach nur noch Den schlafen. absoluten Snickers auf jeden Fall, ey. Oh, ich glaube, so unzufrieden habe ich schon lange meine Isomatte nicht mehr aufgebaut. Ich glaube, man muss hier aufmachen, ja. Open, fast, self. Jo, welche war das denn nochmal, ey, Xotox? Oh ja, das Fußballmannschaft passiert den aber. Gebirge Guck mal, abgestürzt ist. wird Ich dicker erinnere hier. mich dran, Beide aber Seiten. Aber was war da fast nochmal los, ey? ist auf jeden Fall ein dehnbarer Begriff, muss ich sagen. Luxus-Isomatte hin oder her. Fast Inflation. Ich habe irgendwann dann festgestellt, Axel, als ich grüß die dich. Anleitung ein bisschen besser gelesen habe, 24 Stunden vorher muss man die aufbauen, damit die sich einmal voll, sollte man drauf schlafen kann. Das hat mir im 24 Laden Stunden auch keiner gesagt. Fast Mir steht Inflation, immer noch ein Alter. bisschen übel. 24 Aber das war wieder Stunden. ein richtiger Team-Chaos-Moment und nach dem ganzen Hassel, den wir schon hatten, war das nochmal der nächste Downer. Egal, das ging irgendwann, aber so richtig bequem war die Nacht auf jeden Fall nicht. So Team Chaos, ey. Morgen bestimmt absolut klamm und frierend hier draußen in der Wildnis aufwachen sehen. Naja, wir hoffen, dass der Tag morgen besser wird. Blende, bis später, ciao. Oh, das war die erste Folge, Leute. Hoffnung! Was Hoffnung. war das denn? Was denn? So am Ende, ich kann einfach nicht mehr. Soll ich wirklich machen? Ach du Scheiße! Was ist das, Alter? Das ist der größte Seelachs, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Oh shit, oh shit, oh shit. Hat er sich wahrscheinlich sehr darauf verlassen. Einfach auf die Aussagen. Auf die Aussagen, ne? Auf jeden Fall, ey. Oh, ich dachte gerade, aber das ist, ist noch Teil 1. Ab North Tour Teil 1 ist das noch, Alter. Ja, krass, Alter. Krass, krass, krass. Das war erste Folge ab North Tour.
Gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben, falls ihr es selbst nochmal gucken wollt. Ich drop's euch in den Chat hinein. Ich drop's euch natürlich in den Chat hinein, Leute. Sehr, sehr, sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. Ja. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Was schreibe ich als Kommentar, Leute? Toffmoos, gute Nacht. Das kann ich dir nicht sagen. Axel, warum die irgendwas anderes nicht dabei hatten. Ich schreibe einfach in ein Träumchen. Einfach ein Träumchen. Freue mich schon auf Folge 2. So. Wieso hat er das Abendessen weggeschmissen, Alter? So. So, wie viel haben wir jetzt? 0:23 Uhr. Die Verweigerer wissen nicht, was Biwak ist. Das kommt auch mit dazu. Ne? Können wir uns die kurzen Videos wegen Rauchverbot im Bus und Anschnallgurtpflicht ansehen? Was? Nee, gar keine Zeit dafür. Gute Nacht, Fö. Was gucken wir uns als nächstes an? Wir haben entweder das neue Survival-Video von Otto oder wir gehen direkt rein in YPC Bank UK. Hey, war der bei mir im Chat, Ninti? Ach so, okay. Okay. Hätte mich schon gewundert, Macht er Daniel mit? Nee, leider macht er nicht Daniel mit, Ja, ist so. Weg damit, Alter. Ich schick dich doch nicht einfach ins Bett. Nur heute muss ich Videos nachholen, die ich die letzte Zeit nicht hinterhergekommen bin. Eusen. Tut mir sehr leid. Tut mir sehr leid. Und da dachte ich mir, ey, warum da nicht dabei auch den Streamern machen? Stimmt, Christian. Werde ich in den Angel-News sogar erwähnen, dass es wieder ein Lebenszeichen bei River Fighters gibt. Fand ich sehr, sehr cool, dass da River Fighters Purge 2022 online ist. Aber auch gleichzeitig auch widerspiegelnd um die Situation von River Fighters, dass da nur 3 Teams mitgemacht haben. Oder? Das sagt schon alles im Moment. Also in erster Linie geil. Es wird wieder was hochgeladen. Ne? Dinge sind wahrscheinlich geklärt worden, dass das geht. Auf der anderen Seite, krass. Nur 3 Teams, Alter. Ich hoffe, das wird wieder, Schau mir deswegen den Stream von gestern zu ein. Mach das, Detektor. Viel Spaß. Viel Spaß, Ja. Okay, wir können, denke ich mal. Wir haben jetzt 0:26 Uhr. Dann gehen wir direkt in YPC Bank rein. YPC Bank UK. Das weiß ich. Ich habe es mir nicht weiter angeguckt. Ich habe nur durchgeskippt. Zack, zack, zack. Am Anfang die Teamvorstellung und dann habe ich durchgeskippt. Es gibt ja schon 2 Folgen zu YPC Bank, aber wir gucken uns erstmal die erste an. Davon werde ich die Reaction auch hochladen. Und dann mal gucken. Geht 1 Stunde. Ist ja auch komplett neu für mich, YPC Bank UK. Patrick macht das. Schlaf gut. Ne? Danke für deine Streams. Herzlichen Dank, dass du da warst. Schlaf gut. Gute Nacht. Schön, dass du da warst. So, Aufnahme starten. Reaction. Leute, YPC Bank UK Episode 1.
Wir hängen ein bisschen hinterher, aber ich will mich einfach mal neu drauf einlassen. Diese Reaction lade ich auch auf YouTube hoch. Einfach mal, um zu gucken, ey, wie läuft YPC UK eigentlich so? Holt mich das ab, nimmt mich das mit? Wie sind die Regeln, wie ist es aufgebaut? Und ihr seid im Chat mit dabei. Ne? Weil PT? War PTs? Ich weiß nicht genau. Was sind denn YPGs? Let's go. Ah, das ist doch schon mal wieder schön, Alter. Das ist doch wieder schön. Classical Soundtrack, YPC, Mann. Sehr, sehr geil. 10 anglers, 5 competitions. Soll ich euch... Gibt es einen Untertitel für deutsche... Gibt es deutsche Untertitel? Es gibt keine deutschen Untertitel, oder? Okay. Okay, dann lasse ich ohne Untertitel laufen, ne? Ist schöner dann. 10 Angler. Competition days, 2 groups. Yes. And 1 trophy. Come on. The YPC Bank UK 2023 is proudly brought to you by Predator Tackle and LMAB. Every great story starts with a cast. Hello everyone and welcome to the inaugural... Das ist Daniel! Daniel kommentiert das! Daniel ist dabei! YouTube Predator Cup Bank UK 2023. My name is Daniel and I'm one of the founders of the brand LMAB and we're really proud to present you this show. For those of you who perhaps do not know the YouTube Predator Cup, normally our events take place in Holland and we started off in 2018. Ich wusste es halt nicht. Nenn mich doch nicht Lügner, ich wusste es nicht. Also ich weiß nur, dass Daniel nicht mitfischt. Das wusste ich. Ne? Aber ich wusste nicht, dass das moderiert. Wie geil ist es, ey? The event has grown a lot throughout the last few years and is now the most viewed Predator competition Sein Dialekt in allen Sprachen gleich. show from the bank throughout Europe. We have some of the most famous European YouTubers as well as the European professional sport anglers taking part. And we've even had a couple of international stars from Japan and America taking part in our events. But now we're here in the beautiful UK for our inaugural show and we're hoping that our 10 anglers taking part are going to give us some really exciting entertainment. The 10 anglers this year are going to be competing for the beautiful trophy and a wild card in our next event, the YPC Bank 2024, taking place in Holland. Famous YouTuber, wo heißt ja, jetzt weißt du, wo der Haken liegt, ne? Bin noch nicht famous, Digga. Ich bin einfach noch nicht famous. So there's a lot to fish for. Some of the anglers are experienced competition anglers. Some of them are fishing their first competition in this kind of format ever in their lives. It's going to be interesting to see how everybody adapts. You can look forward to some really, really exciting episodes with some crazy action and, let's say, a little bit of stress for the anglers taking part. So guys, that's enough talking from me. Let's start the show. Let's go! Hi guys, and a warm welcome from me too. My name's Hassan Khan and I'll be guiding you through this fantastic show in the coming weeks and months. Oh, ich liebe es jetzt schon, Leute. Einfach neue Gegenden, einfach alles neu. Alles auf mich einrasseln lassen und so mich berieseln lassen. Geil, Mann, Alter. Ich freue mich. Geil, ey. But before we dive right in, I'd like to introduce you to the tournament location, rules, mode, and of course, the competing anglers. The starting point for our event is in Birmingham, England. From here, the competitors have 2 hours to drive to any location they desire. Should the desired location be further than 2 hours away, the anglers will have less time to fish. 10 participants from around the country will initially be split into 2 groups of 5, where they'll compete against each other for 2 full days with 8 hours. Mit dabei LMAB, Catch with Care, Predator Tackle, kenne ich nicht, wahrscheinlich aus UK irgendwas, ne? Fox Rage, Rapala, Westin, Headbanger, Gunky, VMC. Und das ist Fishing Lures, okay. Of allocated fishing time. Now, some of you may already be familiar with the mainland version of YPC Bank, held in the Netherlands. But since the fishing conditions here are in some ways quite different, we've made some small alterations in terms of target fish. As it will be difficult to catch zander, at least in tournament waters, we have clearly put the emphasis on pike and perch. In the group stage, the participants must catch 2 sizable pike and 2 sizable perch, plus 2 more sizable fish of their choice, so pike or perch, in order to achieve a full card.
All fish must be caught using artificial lures. The minimum size for a perch will be 22 centimetres, and for a pike, it will be 45 centimetres. For the scoreboard, the respective fish sizes are multiplied by different factors. A pike's length is ×1, and a perch's length is ×2. Furthermore, participants have the chance to gain a total of 60 bonus points. For up to 3 sizable pike or perch, or even other fish of any kind, including bream, roach, carp, etc., that are at least 40 centimetres long, 15 points will be awarded for each fish when caught with a topwater lure. In addition, in the unlikely event that a zander is caught, there are another 15 valuable points to be gained. The top 2 anglers in each group, based on their total point score, should advance to the final, where a single day of fishing will decide who will become the first YPC UK winner and earn a spot in the main European YPC Bank 2024. Should a competitor break their leader, they shall receive a 30-minute time penalty where no fishing is allowed. So much for the rules. Should anyone want to read them in more detail, you can find a link to them in the video description. Alright, that's a lot of explaining. Geil, Mann, Alter. It's almost fishing Keine time. Zander, nur In the Hecht very und first Barsch, episode ne? Nur Hecht und Barsch. Ne? Keine Zander. Ich war gerade kurz bei den Regeln abgelenkt. Ne? Aber ja. Today we'll show you the first half of the first day in Group A. But before, let me shortly introduce you to the 5 competitors from Group A. To begin with, we have one of the most experienced and currently one of the most successful UK tournament anglers, Achim, Kevin durch, Cox, competing Kevin for Cox, Fox Rage. Fox Rage. He is joined by well-known Zimbabwean-born European focused. tournament angler Daniel Brackley, fishing for Rapala. If experience grew in centimetres, this man would be a giant. Next up is someone who has really seen it all before, the Catch with Care legend, Adrian Mason. With Ryan Dabbs, we have an extremely talented team angler with an excellent knowledge of UK waterways, representing one of the largest predatory online stores in the UK, Predator Tackle. And finally, an absolute bedrock of the UK angling YouTube scene, representing the German predatory fishing tackle brand, LMAB, it's Dan Bucknell, aka Bucknell. DB Fishing. Alright, that was a lot of information, and now it's time to sit back, relax, and enjoy the show. Let's go. Let's go. Ey, ich habe keine Ahnung, wie es mit dem Zanderbestand aussieht dort. Die sind trotzdem, nee, die angeln in England, Digga. I cannot do Die angeln nicht in anything den in Niederlanden. life, get out of bed, stand up, go fishing Scandal. without coffee. Scandal. Right, everybody, welcome to YPC Bank UK Bank. 2023, Alter, the diese first England time English, ever it's been Alter. done in England the English UK, ist so krass, and Mann, Alter. you with Eddie Woodchucker. I've had to change my whole way of fishing. Today I've got to go for perch. Now, this is not unusual. Anybody who's seen any videos of me knows I can catch fish. But this is different. This is match style fishing. My plan today is try and catch 4 fish over 30 centimetres. 22 is the legal minimum in the competition, but I think that's pathetic. So if I can't catch 4 fish over 22, I'm going to pack in and take up golf. Morning guys, we got a little bit of a drive to get to our venue. I'm kind of a little bit nervous because the water that I'm fishing at the moment, I've actually never fished before. It's come from a bit of a tip from some of my guys at Rapala. Hopefully it'll pay off, but if it doesn't, I've got something in store for my second day. So let's see how it goes, and fingers crossed I can show you guys some content and some really cool stuff. Rapala in UK we're on the spot. einfach besser abschließt als bisher beim normalen Bank. First spot of the day, perch spot. Just got to river and it's not looking good. We had a load of rain yesterday afternoon, and yesterday's were crystal clear. You had about 3.5 foot visibility, and it's down to about 18 inch at the moment, which isn't going to be easy. We will see. I think one thing is today we'll go with silhouette, so I'll go with dark lures. If that doesn't work, we'll go brighter lures. The problem is with brighter lures, they get hammered by pike. So I don't want that. There's a penalty for getting bitten off, and it's fluorocarbon job is Texas rigging. So we'll go and try this first spot and see if we can find some fish. I'm fairly confident they'll be there. It's just if I can trigger a take, but only time will tell. Let's go and catch some fish. It's 8 o'clock on the dot, first cast, YPC Bank 2023, UK Special Edition. Let's go for the first cast. Weil wenn das Special Edition ist, ey, dann, wenn das gut läuft, wird es vielleicht wiederholt, ey. Aber so heißt es ja erstmal, wird erstmal sozusagen getestet wahrscheinlich, ey.
There are also those that say pike prefer darker colours, but so be it. The first law is in the water. Ist so, Daxi. Du bist schon Profi eigentlich. Du hast ja auch Angeln auf Platin-Level. Da, dass du bist, da. Hab ich doch an der Spitze gesehen. What about that? Can't believe that, can you? I just can't believe. Camera comes in close, I got smacked twice. Schaut, oder? Ja, hat einen Biss gehabt. Hat einen Biss gehabt. Alles klar. That was a good take, that. Good morning, guys. Welcome to the first episode of the YPC UK. We have been driving off 2 hours. The fishing was supposed to start at 8 a.m. It's now 8:15. We're just about to get to the spot. Man kann das Englisch anwenden. Ja, ist doch Daniel, oder? I'm hoping they're going to struggle a lot today. We've got Kev Cox, who's, you know, a boat angler. Dan Brackley, who's a boat angler. Adi Mason, who's a boat angler. And Ryan Dabbs, who I'm not sure where he fishes, but I don't think he's going to do too well today based on where I think he's gone. So I feel like I've got quite a good advantage today just because I am a bank angler. The goal this morning, before 12 in this first episode, we want to get 4 pike, which is quite a tall order at this time of year. The conditions are not great for pike, but 4 pike on top water, we should get some good points on the board already and hopefully put us in the lead. So yeah, let's get to the spot and we'll see how this goes. Dan has obviously set his sights extremely high. Meanwhile, the angler, who was unanimously considered the favourite in this group before the tournament started, seems surprisingly modest. Schön da, Alter. Good morning, guys, and welcome to episode 1 Jeremy. of YPC UK. With so many other commitments, my only bit of practice time has been on local venues, so we've popped back to the local river. We're going to give it a try this morning on a few top water baits, see if we can nick a chub, maybe catch a perch or two, not sure. To be honest, we've had a lot of rain in the last 24 hours, so the river's come up a bit. It's probably dropped the temperature a bit. This might not work. If it doesn't, we'll move on to plan B, but I've got to get on because I'm 5 or 10 minutes late already. We're just going to start on a little surface bait, to be honest. I've had it for donkey's years, not quite sure what make it is or what it's called, but it does tend to catch me a fish or two. So that's it, first cast to YPC UK. Let's go. Right, guys, so we've arrived at the venue. Wird jetzt von hier oben nach da unten werfen, Alter. As you can see, it's down there and we're up here. So it's going to be a little bit of a trek to get down there, but hopefully we will have some really good action and it's worthwhile the trek. Whoops! Maybe a trolley wasn't a good idea. I love the darkness, dark's a big thing. But down in margin it's absolutely full of fry, so I want to cast over to far bank into deeper water. Just waiting for my line to just go slack as it hits the bottom. Like I said, it's fairly deep out there. Wow, that is deep. The good news is we're not on as main perch spot yet. But you've got to have a cast around. When you see this much fry margins, you've got to have a cast around. It's crazy not to. We just got to the spot. It was a 2-hour drive, so we're a little late for fishing now. It is 8:33, so we're 33 minutes late. Yeah, the goal this morning, full card, big fish, win everything, and then we can go home and get some dinner. But yeah, I'm excited. The other guys are a little bit nervous, but I feel quite confident we'll catch today. So yeah, we're gonna get out. Like I say, we're a little late, so when we get out, we want to get catching and get the first fish on the board for Group A. Let's go. I'm just going to rattle through some of the baits, just put a few soft plastics through. It's a really interesting little spot this, so we've got a really clear little streamy river that comes in on the outside of this wide bend, so it holds a lot of fish. I had one little perch follow the crankbait, but to be honest, I do think that cold rain that we had yesterday has pushed everything down, so I'm just going to run a little soft plastic through just to see. I'm not going to catch the fish that I need, but just to see if we can get a bite. And as you'll see, being out with me, I'm not an organised fisherman. Keep it all in a mess. As long as it's in there, I know it's in there. I don't really care what it looks like. Start with one of my favourite baits, little spiky shad. Just see if we can get a bite or two. Like I say, I don't think it's going to be the size fish we need, but just to
see if we can get that first couple of pulls, and then we'll keep on the go. I know a lot of you are most probably laughing right now about the fact that I'm bringing a trolley because lure fishing is meant to be light and convenient. I just couldn't cut it down enough. I am a boat angler, so this bank fishing to me is a little bit, yeah, kind of new as such to cut all my gear down. Es ist schon gut, dass Rapala erstmal einen Bootsfischer zu einem Landturnier schickt, zu einem Uferturnier. Geil. Und der kommt mit einem Trolley an, ja. Was ist los? Nein. Was ist los? Warum nicht? Was machen wir? Weiß nicht, sag mal, was ist deine Idee? Als was? 38,4. Erhöhte Temperatur. Nee. Ja, den muss ich einfach ruhig hinlegen. Guckt mir jetzt nicht. Ja, das ändert ja auch nichts. Ja, das ändert ja nichts. Starting off with the extreme pencil. Hopefully we've got some really cool surface action for you. Right guys, the conditions aren't looking great, but the water looks nice, so first cast of the day. Nee, Nami hat Fieber und sagt die ganze Zeit, sie ist wach, sie kann nicht schlafen, dies, das, sie will jetzt was gucken und sowas alles. Aber Bruder, es ist 1:15, die guckt jetzt nichts. Na, egal ob die krank ist oder nicht, die soll sich jetzt hinlegen und ruhig sein. With the top water. Let's see how long it takes to get the first fish, but it shouldn't be too long, I don't think. The reason I'm using top water on this first spot is it's very, very, very weedy, so it's difficult to present any bait. The pike is sat in the weeds in the edge. You're not going to catch them in the middle at this time of year, so we're fishing over the weeds, hoping that they're just going to come out and nail the bait. So we're going to keep moving, keep walking, cover as much water as we can and put this bait in front of a pike as fast as possible, hopefully. So even in bad conditions where the pike wouldn't normally be feeding, if you're using a noisy bait like a crazy crawler or something with lots of vibration and rattles, you can usually get a reaction strike from a pike. Even if the fish are not feeding and they're just sat chilling, you can annoy them into biting. So it's a nice little tip. If you find a lot of fish are just sat sunbathing, you can annoy them and annoy them and annoy them, and soon they will bite. So that's what we're going to try and do today. So Dan sets about covering as much water as possible. AD didn't stay in that first spot long either. I see loads and loads of people surface fishing. It's such a big thing now and everybody loves it. It's fantastic. It's the best form sport of fishing when they're on it and the conditions are correct. So the most important thing, what people seem to forget, is that when your bait hits the water, especially something like this, what I call a motion bait or a popper, what you need to do is you need to think if you're a predator. So when a predator is out in that water and it has a plop on the surface and there's a big splash, every single predator within 25 yards, 50 yards knows that's there. The problem what people do is they start retrieving too quick. So the most important thing to do is to just wait till the rings settle. And I'll show you what I mean. I'll just do a cast and I'll show you what I mean. I'm not going to cast it too far. I'm going to drop it there. So now every single fish knows that popper's there. They know it's on surface, they know it's there, but they're a bit sceptical about it because they've seen it land on the surface. So what we're going to do now is just going to give it a couple of rasps. Die sind echt gut am Erklären, ne? And then stop. And this is an ideal way to do it. This is how I fish most of my surface lures. And then stop. Let the bait settle.
A lot of people just cast out, boom, 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 cast out, boom, 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 almost like a robot. This isn't like a standard lure. This is a lure. It's supposed to be something distressing on surface or stuck on surface. If you do it too quickly, what you'll find, you'll have a lot of fish that will come in too quick and then they'll miss it and miss it. Give them time to take the bait. You know, that's what you try to do. You try to emulate something that's struggling on surface, not something that's fast and wants to get away. You want something that makes them think, right, that's an easy meal, I'm going to target it. Well, I know some of the lads had a bit of a drive, a bit further than us, but I did expect the old WhatsApp group to go already. Be interesting to see when Dan gets to his spot. I know he had probably an extra half an hour. Was eine verrückte Aufnahme. Hier der harte Stacheldraht mit den Stacheln und hier die Distel mit den Stacheln. Natur versus Mechanik sozusagen. Ah, krass. Und beide können das Gleiche. I think Ryan had an extra half an hour, so they should be getting there now. Mach's gut, ciao. Just about starting. I'm using the Omen Black in a 30-gram test scope with the 13 C2. Really great little combination. Nice light, really short handle, so I tend to use this for top water, my crankbait fishing, and then a nice soft tip as well. Soft tip as well, just to be able to work the lures, but a lot of backbone to set the hook, and that's obviously really key, is setting that hook on the fish. So first little stretch for pike, no reaction. We're going to try for some perch just under this bridge for 2 minutes while we're passing. Wir haben noch keinen Fisch gesehen. 6 centimeter Kofi bleak tied on the perch. 17 Minuten, noch kein Fisch. Perch rod. 3-gram jig head, very good all-round bait, just for use as a YPC search BANK bait. And you know, if you're getting a lot of bites, you can upsize, try and see if there's any better ones hanging around. So 5 minutes in this spot, and then we'll go back for pike. There's a perch. So a perch just came up and swam about 6 inches below the surface. So it might be a good idea to try a crankbait. So if we don't get any bites on the bottom, it's always worth putting something that's higher up, jerkbait, spinner, crankbait, something like that, and see what sort of pattern you can find. A first subtle sign. About an hour has passed, 4 rods are in the water, only 1 is still stowed in the boot. There's a fish. I think it's only a little tiny perch. So with our minimum being 22 centimetres, I don't think that little beauty is going to help us, but at least we've had signs of a fish. Now we just need to find its mother. Morning everyone, this is it, YPC UK 2023. We have just got to the first location. It is just gone 9:06. I've lost an hour and 6 minutes now fishing time, unfortunately. Alter, hat eine Stunde verloren, um zum ersten Spot zu kommen. Traffic was a nightmare. Just about to go and see the river. Hopefully we're going to go top water fishing to start with. We're not going to try and target the pike today. It's quite warm. If we get to his bycatch, great. But to start with, all out perch fishing, try and get the perch on the cards. Come join me, let's have some fun. Going to start with, we've got chatterbaits and top waters on the other rods. So I'm going to take 3 rods down there, take a smaller rod for the perch. Favourite bait of all times on this rod, on the bait casting setup. It's a 5-inch Z-Man pop shads in red bone. If we get some blow ups on this, we will be laughing. As always, last minute rushing. I found some perch here. Average size looks around 20-25 centimetres. Just they're following the bait, not biting it though. So I might try a little different presentation, see if I can get a bite. There's actually quite a lot of very small ones mixed in, like 10-15 centimetres, so we don't really want those, but to get the first fish caught of the day, get a little bit of confidence, I'll take any size for now. So I know there's fish in the area, but I just think that cold rain that we've had yesterday has really shut them down for a bit. I mean, as I think I said earlier, I'm very surprised the WhatsApp group hasn't started pinging, so I think everybody must be experiencing the same sort of hard fishing this morning. So we'll keep persevering on the pike for a little bit. We've just moved down again a little bit, another bit of pike, and then we'll go
quite a bit further down the river and work our way back up. If by then we haven't put a scoring fish on the board, then we'll have to go to plan B. River's looking absolutely incredible. Bit of wind, but I'm pretty sure, yep, there's a blow up. We've got a blow up. We could be straight on with top waters here now, guys. This is looking very nice. Rain last night, clarity is pretty spot on. Let's do it. YPC UK 2023. We are away. First cast, YPC 2023. Here we go. Junge, er ist richtig motiviert jetzt, Alter. Aber die Kameraqualität ist echt... Fish on first cast. First cast, fish on. Junge, er ist geil, Alter. Er ist geil. Z-Man pop shads, 5-inch red bone. Oh. Can you believe it? I think it's a pike, not very big, but we'll take that as a first fish. Come on, get out of that weed. I did not expect that. Wirkt auf jeden Fall so. Oh, yes. Come on. Get out of that weed. Oh, der ist ein Kraut einfach nur. Enttäuscht das Come vielleicht out. aber. Come on, get up, get up. It's just buried itself in the weed here. It's really thick at the minute. Sorry, James, we have to come this side. Just try and get it out. Try and get him out of the weed. Oh, I don't believe it. Come on. Yes, 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 yes. Nice, look at that. Alter. Come on! First fish of YPC 2023 in the net. Oh, that's what we needed. Der ist kein Topwater. Er hat kein Topwater gefischt. There it is. 5-inch pop shads hooked perfectly in the scissors. And that is why you need to use tracement, even with top water perch fishing. War das doch Topwater gewesen? That. Ich dachte, er hat den Couldn't have asked for a better start, Alter. really, there. First cast, saw fish blowing up on the way down. Just going to rest him in the net because it's a bit warm. Saw fish blowing up as we was walking down to the river. Straight away I knew I was going to fish the pop shad, and it's my go-to lure. As you saw, first cast, and it's just annihilated it. AFW is just £11. You don't need more than that. Nice and supple, doesn't sink it. Hat gejiggt, ja. Proof's in the pudding, as they say. Let's get it on the mat and measure and get her back. Next fish, let's go. It's warm already. It's only just after 9 o'clock, so always make sure get all your measuring equipment nice and wet first. So that's the mat. We'll get the measure in there. Oder eigentlich hat er nur eingeleiert, ne? So it's just over the half there. Aber ist doch schon gut für den ersten Fisch, I Alter. believe. First fish of the YPC BANK UK 2023. Und im Hintergrund The beautiful Leute im 73 Boot so einer. centimetre pike. She's well rested. We're going to get her back in the net for rest for a bit longer whilst it's warm. Geil, Mann, And let's Alter. catch another one. Can you believe it? What an entrance after being more than 60 minutes late to the party. A really decent pike to start the competition. 15 Geboten, top Alter. water Mit points on Doppel-Geil, top. Mann, And the Alter. very first fish goes down in the YPC UK history books. Congratulations. And beyond that, kudos for exemplary Schöner handling of the erster Pike fish. hier, Alter. There she goes. Come on! No! Oh, I just had a big one follow the bait then. I had this much space when I saw him bow waving and I ran into weed. Please come back. So, das mit dem The ersten bow Leiter, wave on that pike was beautiful. So, jetzt kommen wir zu den Fischen, Come on, oder? baby. Please come back. Oh, bow wave, bow wave, bow wave. Come on. Yeah, no! No, 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 no. No, no, no. No. Second strike, that hit. Wart doch erst mal den Biss ab, Struck mein too early, Freund. too excited. That was a smaller fish. It was a keeper, but it was a smaller fish. Please come back. It didn't feel the bait. I messed up on that big time. Not often you can get them to come back a second time, unless they are really in the mood. But 2 strikes already. Got a horse flat on my neck. So we've had the first fish. Ryan's had a 73 centimetre pike, so well done, Ryan. At least someone's catching. It's a start. Only 1 fish caught so far, so we're still in this. Ja, der Jelly, Let's keep on grüß dich, hammering. Mann, ey.
spule hier ein bisschen. Wir können mal gucken, was wir für Werbung haben. LMAB. Oh, das war's schon. Okay. They're there, they're just maybe not on at the moment, but when you're not getting anything compared to yesterday where we had literally a dozen fish on bank in 15 minutes. Die Mucke erinnert mich ein bisschen an Stranger Things. Da kommt der Hecht nochmal. Oh my. Schon wieder. Number 3 missed. Come on. Come on. Calm down. Focus and land some fish. The pressure of a competition is really on. Yep. No. Alter. Jetzt ist sein Ernst. Like that. Oh, he's missed it. Ah. So that's what they want. They want it slow today. The tension among the anglers is rising, but at least the fish seem to be a little bit more lively now. And now Daniel has pulled something new out of the depths of his trolley. Try the new VMC moustache rig, rigged with a Storm GT360 soft tail. Nice, really easy clip system. I literally just clip it on that. And then for a little bit of safety, I apply a rubber sleeve just so it can't come off, and also so the pike or whatever fish I tend to catch doesn't get caught up on the clip. Nice, quick, easy and safe. Da wird wohl ein Pikey draufgehen, oder? Alter, die mit dem Boot, Alter. Ich komm nicht klar, ey. Auch eiskalt, ey. Boah. Alter. In der Strömung, Alter. Verboten. Caught that just in the slack. It was held up in the flow a little bit, so it was a little bit tough to get through, but we got it coming through now. Schöner Pikey. Oh, yes, yes. First fish. Not a monster by any means, but a first fish. 72 centimeter. Ja, schön, ey. Little pike. Really fit, healthy little fish. Face full of gnashes, the last thing those bait fish see. And I mean, out of a weir, how cool is that? I mean, really, I wouldn't have thought about it, but let's get it back. Let's not keep it out the water too much. The moustache rig works immediately. With this catch, the second angler is on the board, and elsewhere, Ryan is trying to reproduce the magic of his first cast with a new lure. First cast of the chatter. Let's hope it's as much as it was on the pop shads. Sink and draw worked quite well last summer, so 5, 6, 7 turns, pause, half a second, 2 seconds, give it another go. I can show you going through weed actually and how effective it can be. So on the weed, little strike, straight out the weed, blades working. On the weed, little strike, straight out again, blades working. So they are very, that sounded like a fish. Where was that? Sorry, James, I'm coming behind you because that is a blow up right behind this boat, guys. Let's see if we can get down to it. Right, there's the ripples just over there on that far bank. Just there. Let's see if we can get that. Always keep a lookout. The lure's doing all the hard work for you. Find the fish, cast to them. With being predators, they should take it if they're in the area. So this is the Fox Rage Terminator twitch and jig, 3 to 14 grams. Just a little 1,000 size warrior reel, really thin braid. I'm just fishing 2 grams, I think, but it sufficed to chop and change through some of the soft plastics that I'm fishing. And most of this venue is only 4 to 6 foot deep, so 2 grams gets us most of the way where we want to get, and a nice slow fall with the paddle tails that we'll mostly be fishing today. Ja, ey, ist sowieso von der Kameraqualität. Guck mal, dein schwer ist, als würden sie 30 unterschiedliche Kameras benutzen und alle Kameras unterschiedliche Qualität haben. So, das ist ganz, ganz verrückt, ey. Ganz, ganz verrückt, was mit der Kameraqualität ist. Ey. Probably undersized again. So cracking little fish, but no point even measuring it. I know it's not 22 centimeters.
just see if there's anything underneath this pontoon here to stand up. There's a pike. There we go. Schön. That is it. That's what we wanted. That's just on that pause again. Excellent. Another pike there. Sehr schön. Fantastic. There's nothing better than summertime predator fishing when you see them up in the water chasing your lures. Engulfed that. Schöner Chatter. Absolutely engulfed it. That's why you have a mat there. See it just thrashing around. It's nice and wet. Got the forceps to hand. So look, you can see he's been hit here. And if you look at that from here to there, that's going down 5-6 inches. It's probably a 20-pound pike. That's just nailed it. He's been chomped on and then lifted his tail to tail. Wirklich alles Nice im Kreis, ne? forceps. Ja, das ist recht, ey. Single hook. Gently bring it out so you don't damage his rakers. Nice little one. Ja, Beautiful. Let's get a quick measure kleine and get it back Flöte, Alter. safely. Jo, jo. 57, so Der he's just on der wurde schon gut 57 attackiert, centimetres ey. there. Nose touching. That one escaped. Just jumped out my hands there, but he's just swum off lovely. Let's get another one. This little fellow obviously had no time to lose. Ryan keeps up his pace and extends the lead. His opponents are already resorting to performance-enhancing measures. So sometimes if the going gets really hard, we slap a little bit of gel scent on. I know there's a few out there. This one smells of crayfish. Whether it makes any difference or not, I'm not sure, but on them tough mornings or tough days, it's always worth chucking a bit on and just seeing whether that'll, just get you that extra bite. I really want to catch more fish than Kev Cox, though. With him being regarded as one of the top competition anglers in the country, I think that'd be quite rewarding. But we'll see. He's not really a bank angler, so it'll be interesting to see how someone like that, and Dan Brackley really, adapt to competition bank fishing when they are competition boat anglers. Be nice to see if their general competition skills can be transferred over to something like this. Dan reaches for the stars, but should perhaps look a little closer at what's happening right in front of him. No. Missing a bit. Strike number 5. I need to calm down. Oh yeah, oh yeah. I'm very much letting myself down today. Naturaufnahme, aber high quality. There's a small perch again, I think. Tiny one this time. Jetzt aber, oder? Oh. That was hooked. Oh. Hey, it popped off. Alter, Fischermeister, grüß dich, hi. If this carries on, there's a good chance I'm going to start crying on this episode. It's nice weather for blanking. Stimmt, Bau den Kescher There must be auf, Mann. hundreds of thousands of Unter der perch Brücke, on Alter. this river. Angel unter der Brücke. And when you need one, they ain't there. Don't you be looking in my box. There's a few secrets in there. A lot of chatterbaits from other manufacturers are designed for bass. So they're huge hooks, but ours are designed for perch. It's much, much smaller than a standard. If you look at some up market, I've just put a little trailer tail in there, like a little craw. And the thing I've always found with chatterbaits is, like I said, the hook's just too big. So you're almost masking it from perch and making it not really a perch bait. But the thing is, at the moment, I can't get them and take anything off bottom as a soft Oh, plastic. ist der FM24 in Game Pass So I drin, might just have geil, to Alter. try and grind it out. Das ist der Ebert I wanna go Ostland back des to the swim we've Englands, just ja, fished. Mann. And Das also ist there is richtig. some Harris, spots what we grüß dich, passed earlier on that I didn't want to really put a bait through because I was scared of pike. It's just the craziest thing ever when you think I am. One wonders why he doesn't use his other rod for pike. Meanwhile, Daniel has readjusted his position. So tough. The area is not the most easiest to get around, as you may see. We've Junge, da managed müssen one doch from die the Ratten rear. stehen an dem Spot, Alter. I just Da hope it müssen gets doch die better. Ratten stehen, ja. Nothing there. So we have a last cast down this margin there. Over to that one. Apart from that bait fish just a second ago, there's no other signs. Oh, there we go. Schön. Pike on. Lovely jubbly. That is just what we wanted there. Nice and acrobatic in the net.
Pike number 3, chatterbait again. Interestingly, I was just about to say it to Cameron before it smashed it. All 3 hits now have been when I've been working the bait upstream. YPC BANK UK. We'll have a no-go once I unhook this fish, get it measured, get her back. We'll try a bit more upstream fishing. Normally time I cast upstream and bring it downstream. But all 3 casts so far I've caught fish, casting downstream and bringing it back up. Could be relevant, could be the key for the day. We'll get this unhooked, show you guys, and let's get another one. Nose on the measure, so we've got 63 centimetres there. Another lovely little pike there. 64 wäre es gewesen, ne? Fast. Another one on a chatterbait. Hat wahrscheinlich nicht die 0,5 erreicht, ey. Schön, ja. And away they go. Fish number 3. Ja, this is turning into a really good session. Just got to find them perch. Let's go. Could fishing upstream actually be a deciding factor? In any case, an interesting observation. And you know what they say, he who catches is always right. With 3 pike, Ryan is distancing himself a little from the competition and focuses on perch now, which AD has been doing for quite some time with limited success. At first glance, however, it looks as if this could change at his new spot. Just ever so often just getting a little pulse. You'd be surprised how many times perch will follow. With care, Leute, sehen just doch wait irgendwie for that alle little mal ein change bisschen of speed gleich to aus. attack, especially when you bring it upstream. I'm going to do a brave manoeuvre now because over there, there's some sort of a snag. So I'm going to try and cast it underneath that blackness of bridge. Again, it's one of those like perfect predator places where you'd expect to catch. It's a little dirty bridge. It's what we call in Yorkshire a deserving cast. Deserves a fish cast. Now the thing is, what do we do? Do we go away now and go pike and come back and up there on Tuesday, or Wednesday should I say? I could always check tomorrow, see if they're back here, because I'll be practicing tomorrow. But the plan was to fish a completely different venue tomorrow. But we have some extremely fry-infested margins to fish down here. And I think it's just stupid if I've got a rod set up with a fire trace not to just give it a run. Missed bites, deserving cast, but no fish. Some motors are still spluttering this morning. Some, however, are running smoothly. Oh, das ist so ein Rattenspot, Alter. Oh, right here. Oh. Schön. Oh, das ist ein besserer, oder? Right underneath our feet. Oh. How cool is that? Right underneath my feet. Literally been retrieving the whole time there and it's smashed it. Right here, there's a rock just in front of it. Oh wow, that is so cool. Nailed just in the jaw there. Nice good hook hold. There we go, so we got 77, oh no, sorry, 76. 76. Really cool, look at those cat camo on those fish. Bisher, ne? Absolutely phenomenal. It's just resting up. Give it a little push. There it goes, back into the flow. Yeah. The second fish for Daniel and the biggest so far. Pike are at least in the mood, while perch are still holding back a little. Maybe Kevin should consider upsizing. I think it's another, if it is, another little tiny perch. They're just switching over crankbaits and it's just... They're getting smaller and smaller. So many small little perch, but we can't find the mummers. So it looks like Ryan and Dan have found a few fish. I know that Ryan was heading quite back up north, up to his local waters, so that's always an advantage, although I'm on local waters. And fair play to Dan Brackley. I believe he's on a venue he's never fished before. So, yeah, well done, Dan. I'm very surprised we've not seen a pike up at this top end. There's a lot of perch and a lot of bait, but a pike just aren't here today. Is that an otter? Yeah, there's an otter. That was maybe making it difficult. The first time I've ever seen an otter on this canal. Nice to see, but
not great for the fishing. So we're at the next spot. We're going to persist with the chatterbait. That's been the most productive. We're hoping for a perch here. But if it turns out to be more pike, we'll up sticks and we'll head off to the next area completely. No, a bit more steady, a bit more natural. Pulls it just like more like a frog coming through the water now. Not really popping it. Pulls it just there in that gap. Slowly bring it over the weed. Pulls it in the gaps. Bring it over, get in a gap, pulls it. That's what's really good with these Z-Man shads. You can work them straight over the top of heavy cover. Krass, ey. Würde ich zum Beispiel nie machen, aber das ist natürlich super, super If Idee. not, Ey. go again, just like that, a bit further out that time. We'll go a bit more erratic. Leave that Ich for a hätte mir couple immer of gedacht, seconds so, on the pause. das ist natürlich super Run in the smart, slack, unter dem start Kraut, again. über den Kraut dazwischen nehmen, um Kraut ein Nice bisschen big absinken zu splashes, lassen so in we den Löchern. can Ey. agitate a predator of some sort, and then we're going to just inch it back over the top. Right guys, perch are going crazy here. Got a top water on. Let's go. Let's see if we can get one. Come on. Come on. Oh, a hit. Come on, follow, 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 follow. Hit. Just small ones taking it. There's bigger ones there though. Yep, we're on. Schön. We're on. Might scrape 22 out of push. Let's get this first fish landed. First fish. It's tiny. On a popper though. Okay, der zählte wohl nicht, war zu klein, denke ich mal. Oh, 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 oh. There we go, there we go. Come on. Yep, we're on. Super small, we'll get this one in quick. Ah, okay. Not gonna measure this one. It's about 15 centimeters. Get that straight back. There is a lot of bigger ones chasing bait there. That wind's just a little bit stronger now, so I'm just going to up the jig size just a gram. Just see if we can make it over to that shady water on the other side there. There we go. Just one extra gram makes all the difference. And straight into a fish straight away. It feels like yet another tiny perch, but they've obviously sat just in that darker shaded water over on the far side there. Perhaps if I added all these together, I might have had a scoring fish by now. It's remotely bigger. I think for a change we might just check it on the measure. And we're not going to break any records. Viele kleine. Nach 15 Minuten. I would say 24. Well, there we go. It's not the big ones we're after, but it's actually 48 points. So they all could be valuable, looking at how difficult it is this morning. So, brilliant. Alles, was Punkte mit reinnehmen. Good call to measure this one. The third angler is on the board, and who knows if this meagly perch won't make the difference in the end. Kevin seems relieved in any case. Whee! In the end, Kevin seems relieved in any case. Whee! It's not a big fish. Diese Freude macht mich fertig, it does Alter. just show that Wie those geil, little Mann, tiny Alter. details, just swapping from 2 grams up to 3 Mann, grams, just makes all the difference. Not necessarily in the size of fish you're going to catch, but schön, just the presentation slightly different, and we've had one straight away. I mean, it's worth running soft plastic through. I just don't think. I think I'd have got follows if they'd have been perched in there, perch the size I need. I think if they'd have been in there, I think they'd have at least got follows on chatterbait. Sometimes they're great for triggering fish to feed or getting follows to show themselves. I just don't think. But yesterday we're crazy. Like I say, we had hooked fish on drop shot literally here, and a big pike. A pike took the perch, and then a bigger pike took that pike. It was just nuts. So we're at our second location now. It may look the same as the last spot, but I can assure you it's not. We're about 2 miles upstream from where we were a second ago. Back on the free rig again, down the edge, a couple of erratic jumps up, let it pause, and all we're going to do is just work our way back to the end of the jetty. So I've just switched to a spinning rod. I'm trying to bounce the lure across the bottom. I'm using the Tok minnow at the moment. Chartreuse is a really good colour, especially with the kind of colour water we got. It's a little bit
stained. Hopefully we can pick up a bonus fish here. I'm hoping for a zander, possibly a big perch. See how it goes, keep persevering. We've hammered this spot now on baits that look identical to what's swimming down there. But sometimes change is as good as anything else. And if it can trigger bites, we'll do it. I mean, we've had literally no bites here at all. So the one thing to remember on these is they go to a sharp point, these gunslingers. You see nose there? You need to just take that off a little bit. Yeah. Hallo, in der Beschreibung steht nicht den Köder in den Mund nehmen. There's such shallow baits, you've just got to make sure you get it right there. A change is as good as anything else, so we'll give it another go. I'm going to bring that down a little bit too as well. So the perch went crazy for 5 minutes. We caught 2, undersized, and now they're just stopped completely. They're still going to be there, but they are not feeding. Ich weiß nicht, aber er sieht immer so aus, als wäre seine Kamera aus so einem Dreh von einem französischen Pornofilm, Alter. Die haben auch immer so einen leichten Nebel darüber. Ne? Diese damaligen oldschooligen französischen Pornofilme aus den 90ern, die waren auch immer so milchig, so ein bisschen, ne? Yeah, it's usually this spot is usually the case. Usually you get a 20-minute window and then they slow down, but you can still catch them. So we're going to sit here for a couple of minutes and we're going to move around and see if we can find some of the other spots. But we're seeing fish, we're getting bites. We're easy to get something on the board. So we're just going to go slightly bigger on the top water, mostly to try and counteract the wind that we've got. But as always, if you've ever got trebles on, have a little bit of wire on. You don't want to leave trebles in a pike or in a perch or any fish for that matter. So yeah, we might struggle with the wind, but we'll just give it a quick little go. Sometimes there's a few tucked up right under the boats, and you can just draw them out and draw them over the weed. Again, we're not fishing for monsters, but if we can put a top water perch on, brilliant. Gegen Francis, gegen die Wagners. Oh mein Gott, da muss ich gleich gucken, Alter. War ja ein bisschen traurig, dass ich gestern nach dem zweiten Viertel ausgemacht habe, nachdem Dallas mit 12 Punkten zurücklag. Und dann gucke ich heute Morgen, weil als ich aufgewacht bin, gewinnen die das Ganze noch, Alter. Ich konnte es nicht fassen, ey. Ja, das steht echt gut, ey. Aber die Bank hat es echt gerettet gestern. Do not come off. Do not come off. Dallas ist echt stark, ja, von der Mannschaft. Do not come off. It's only small, but we've got our first fish hooked. Please don't come off. Ja, auf jeden Fall, ja. Lightly hooked. Small pike. Playoff-technisch wird es wahrscheinlich reichen, aber ob für die Championship reicht, weiß ich nicht. Das werden wir sehen. Hook popped out just as I got it in the net. But we got the first fish. Wow. It's like a 60-centimeter fish, but I'm so happy to have landed a fish. Oh, just flat 65 cameraman approved. Okay. 65 centimeters. Das ist die Führung, oder? First fish on the board. On the top water, so he gets the bonus points. noch nicht. But yeah, small one, but I'm so happy. Das ist die Sonne, oder, Axel? Das ist die Sonne, ne? Let's get some more. Stefan, grüß dich. Ciao. Bye bye. Ich habe ja letztens gesagt, dass wir hier ein bisschen Videos nachholen. Wir haben gerade schon Up North 2.0 geguckt und jetzt gucken wir gerade YPC Bank Episode 1. Und dann gleich mal gucken, ob wir gleich noch was gucken. So happy. Und mit auf die Uhr 1:21 Uhr. Mal schauen. Hopefully that was caught on camera. Popped into the net and the hook just popped straight out of it. Old school crazy crawler. 9th hit today, I think, from that, and go unhooked finally. Smallest one. Yeah. Yes. Right, more fish to catch now. So happy to get one fish on the board. I've been trying so hard today. Honestly, I've been stressed. Very, very stressed. I don't like fishing competitions. Some might even say Dan's stress was perceivable, but after quite a few misses, the local finally gets the first pike in the net. Let's see if he takes it a little easier now. Meanwhile, Daniel's efforts run into a dead end for the first time today. We kind of hit a little bit of a rough patch. I've tried to come down a little bit further on the river and literally it's grass everywhere. We can't get anywhere near the river. So we're going to backtrack
head back up to the lake and see if we can start getting a few topwater fish. So Dan's managed to get himself a pike on top water, Dan Bucknell, but he has just put on the group that he's missed about 9, so somebody's getting a bit of action, but we'll keep trying. This little spot, sometimes we can get a chub on top water underneath these trees, so we'll just have a couple of casts. Obviously, unless the chub's on top water, it's pointless to me. Just slowly inching that along the deck, but I do feel it's probably going to be a bit too weedy. Yeah, we're picking up too much weed. What we're going to do, we're going to abort the perch pretty early on, and we're going to get the chatters back out. So it looks about 8-9 foot here. The onion weed is probably 3-4 foot off the deck. So I'm bringing it at the moment about 1.5 foot, 2 foot over the top of the onion weed. On the next couple of casts, I am going to let it sink right into that onion weed and just try and bounce this bladed jig all the way through. So that's still sinking, still sinking. That's just hit the deck. So little flick, get it out of the onion weed, and then real slow retrieve. So I hope if there's any predators and they are hiding in that weed, get it out of that. It might just entice them just to come out, keeping it lower to the weed here. Come off. No. Oh, er hat einen Fehlbiss schon wieder. Just got hit as soon as it touched the water. Hooked it and it took me straight into weed. Came off. God, I could have pushed us up into second place, that fish. Right under that tree, right where you'd expect it, but what can you do? We're just missing them all. Right, keep fishing, keep moving. Ist so. Das ist die Einstellung. I don't know. I'm literally, I don't know, mate. I really don't know. I'm getting snagged every time I go down there. At least it's coming out, but I almost feel like we're trying to make something happen. It's not going to happen if we don't do it. Beifang wurde gedroht mit Anwalt. Und dann hat er aufgehört mit diesen Videos. Und hat dann doch gewechselt zu hochprofessionellen Angelvideos. Anstatt das Humor-Ding zu machen, macht er jetzt hochprofessionelle Angelvideos und wird auch gebucht, ist zum Beispiel jetzt auch vom Preston gebucht worden und sowas alles und macht für die auch Videos. Also der hat sozusagen mit dem Sprung dieser Comedy-Videos tatsächlich geschafft, einen Sprung in die Angelszene und arbeitet jetzt für Firmen als Videografer und macht auch seine eigenen Angelvideos. Weil dann alle, wohin soll ich Donnerstag in Niederlande angeln fahren? Bin recht unentschlossen, jemand Ideen. Du kannst wieder schon in Richtung Polder fahren. Wo ich jetzt hinfahren würde, wäre Seen. Ich würde noch die Seen abfischen und würde mir ein paar raussuchen und dort mit Vati noch reingehen und dann noch die flachen Gegenden bis zu den Kanten abfischen, weil jetzt fressen sich die Fische noch gut voll. Du musst noch nicht, es ist noch kein Temperatursturz da, du musst noch nicht die ganz tiefen Gegenden befischen, noch nicht langsam fischen, kannst noch gut mit Druck fischen und sowas alles, also noch ist Zeit. Also wenn bis dahin, bis Donnerstag kein Temperaturabfall ist, dann würde ich in die Seen rein und mir da die Dickbarsche holen, mit Krebsen über den Boden und herzlichen Dank für den Follow, Kuss und die Hechte knallen. Don't make a change really quick. Those fish are just either not there or just not feeding because it was so easy yesterday. When they were there, it was like bang, bang, bang. It was so easy. And if we're trying to chase fish and not here or not feeding at this moment in time, it's like banging it against the wall. But it was mega warm yesterday when we were fishing. It was lovely. It was just like this. Conditions changed, but it's all about adaptability, right? Well, and setting the hook right. Fish. Schön. Oh. I am the perch slayer. Oh my God. Ja, das Verrückte ist auch, ich weiß auch, wer da mit Anwalt gekommen ist und ich fand es absolut unsympathisch. 2 Leute sogar. Ich fand es absolut unsympathisch, dass man daraus nicht die Kunst und die
Die Comedy, wie nennt man das? Wortfindungsstörung, Dent, Alter. Wie nennt man das, wenn man auf der Bühne steht und nicht Comedy macht, sondern, gibt da noch was, nicht Stand-up, nicht Comedy, sondern, helft mir mal. Künstlerische Freiheit, Satire, ja. Satire, aber es gibt auch noch so einen anderen Begriff. Wisst ihr, was ich meine? Vielleicht finden wir das. Zum Beispiel Reinhard Grebe ist Kabarett. Kuss, Tobi. Kabarettismus. Genau, und das fand ich, war das komplett, Alter. Fand ich sehr, sehr gut gemacht und das wurde überhaupt nicht verstanden an der Stelle, Alter. Ja. Ja. Kuss, Leute, danke für die Hilfe. God. I can't believe it. It's literally been me and Seb. You don't know cameraman Seb, he's a sound guy. We've been here since 8 this morning. It's now 20 to 12 and we've been back and forth. We've had this spot just changed to a drop shot, something just a complete different change, almost identical bait. So I've just gone to a pig's tail and actually cut it down just to make it more of a mouthable bait. Changed to a drop shot, 7 gram jig, 7 gram weight, and we've got a perch in there. So this is the first time I've actually measured a fish. So I'll just get my unhooking mat out and we'll get it up and get a measurement on it, shall we? There we go. It's not a monster. No. Oh God, it's a fish. Oh, but it's, I've worked for that fish, Zeit. honestly. It is. Alter. 20. Also ich finde schon, dass YPC Bank auf jeden Fall mehr Comedy ist als das normale YPC Bank, oder? Allein schon, wie der Typ gelacht hat, er jetzt, also die haben schon gut Humor, die Engländer. Die haben gut Humor. I think that's 28, because it's 27.5, is it? Goes to the next size up, does it? Yeah, 28. 28. A 28 What's the perch, I 28? never thought I'd be so happy to see a little tiny perch like that. Does it get any better than that? I swear to God, Seb. Das stimmt, That's been Stefan. one of the Noch hardest nicht. morning Warte sessions mal. I've had. I had Warte a load mal, of fish here yesterday, and but a lot bigger than this. Jetzt hör mal auf, den Fisch zu streichen. Alter, Digga, jetzt reicht's aber auch. So maybe we've just persevered a little bit more. Hör and auf jetzt, see if we wirf can ihn wieder put another zurück. couple on board. Jetzt Thank you hör so doch, much. Digga. Honestly. Jetzt reicht's aber auch. There's still my rig in there, but at least I can let it go. Away she goes. Oh, there you go. Oh, thank God for that. I could kiss you, Seb. I won't, though. I'm not. In Deutschland wäre er im Knast, ist so, Mann. Not like Tom Hunt, you know, a little bit. We'll keep going. We'll try and catch another one. Come on. Enough with the kissing already. That perch got some tough love. But there you have further proof that competitive fishing is a whole different animal to some leisurely fishing. So shortly before noon, all anglers had caught at least one fish. Let's see if another angler can get a decent bite before the halfway point. Just walking along the canal, got tangled with my pike rod, so I was untangling, and a huge shoal of perch just started going crazy for bait on the far bank. So pulled the perch rod down, tangled. So spent a while untangling it, finally got it sorted, put a new bait on, and now we're casting at them, but it's very, very tricky to actually get a bait in front of them. We've got the Kofi roach shad on, 7 centimetres, so I thought it'd be a perfect size to impersonate the bait that they're chasing. There's one. Oh, that's a good fish. Big, schön. No! Big perch just come off. Junge, hat aber auch ein Pech, Took it on Alter. the oh. Hat aber auch Why? ein Pech. What is today? Unglaublich, Too weedy for a jerk. Oh, decisions. What's really nice is the AFW wire, knottable, so you can do any knot. Grinner works really well, the Rapala knot works very well. And you just make sure you bed it down a bit of saliva, moisten, slowly tease her down, bed it in properly. Let's get the secret weapon going. Leopard, gute Nacht, dank dir, Could you schlaf kindly gut, refrain schön, from dass du da video warst. recording me drop shotted? It's literally just ruined my streak. I had none already,
as a near 50-year-old grey-haired pike angler from Wakefield. I literally had very little street cred already, Seb. And now you're catching me drop-shotting for perch and jumping up and down because I've just had a 28-centimetre perch. Have you noticed how daintily I'm holding the rod? Right, now, I'm not taking mickey about drop-shotting here, but any sort of like method I always do when I'm actually like finesse side fishing, I don't actually really hold my rod. It's just balanced on my fingers. And I've only got this here just... Im Moment knapp über 30, Stefan. Like stop it from doing, and it's almost like I can, you know, I'm literally only just feeling it. I'm only just feeling the rod, so that I feel literally everything that's happening down loud. If you hold it still like that, you're just not going to get the feel. And I've always felt if you're doing anything like this, even if I'm vertical jigging off boat, I'm exactly the same. I like to feel everything. One more and I'm done for perch. I've had enough of them. It's time to break out the pike gear. And everybody's doing well on pike. Everybody seems to be doing quite well on pike. Someone told me that Dan Bucknell's caught one off surface. One of his pets. I think it was called Peter. You know, Ich könnte niemals meine Angelrute so halten, muss ich wirklich sagen. Fishes, but I think he caught Peter today. I got a little nub then. Oh, we've got something. We've got something that's probably going to be far too small, but we'll net it in case it's over the legal size. There's no need to film this. There's no need the to film lure this. is bigger than the fish. I said about micro species, and there you go. Let's get this one back. If they're here, we'd have had them by now, and that little 10 centimetre sort of tells me that there's tiny fish, but if these boat owners are telling us that they've had a seal here in the last couple of days. Aber ich fühle mich dann immer wie so ein asiatischer Tischtennisspieler. Move elsewhere. What a crawler. So, end of episode 1, halfway through day 1. I fished all the spots that I'd expect there to be a few pike. Haven't had any sign of a pike. I've obviously had, whatever it is, 3 or 4 undersized perch, 1 scoring perch. So, yeah, end of episode 1. Tune back in for episode 2. Slight change of tack from me. We're going to go and jump on a little lake, as long as there's not people already on there, because it is only very small. And if that fails, or there is people on there, we'll be back on a different stretch of river. Cheers. All right, folks, we took it easy towards the end of episode 1, but that's only because we're working towards episode... Stefan einfach mal mit einer Antwort die ganze UK geroastet, Alter, Junge. Oh. 2. With a convincing performance, Ryan is currently in the lead with 3 pike. Daniel follows with 2, and in 3rd place, currently, Dan, who has managed a topwater pike after a nervous start to the day. In 4th and 5th place are currently Adi and Kevin with a smaller perch each. However, given the sluggishness of the perch so far, the importance of these fish shouldn't be underestimated. So all is set for 4 hours of great afternoon fishing. Make sure you'll be there to join us next Sunday, 7 p.m. And if you haven't done already, please leave us a like, a comment and subscribe to this channel. Cheers and ciao. Oh, was sagt er, Leute? Was sagt er? Erste Folge, YPC Bank im Vergleich zur normalen Staffel YPC. Also erstmal die verschiedenen Kameraqualitäten hat mich auf jeden Fall somit an die ersten Folgen vom YPC Bank erinnert. Warum Zander nicht drin vorkommen, weiß ich nicht. Wisst ihr das vielleicht? Gibt es nicht so einen guten Zanderbestand in England? Ich kann es nicht sagen, ich weiß es nicht. Oder sind die da geschützt? Ne? Ansonsten war es schön anzusehen. Ich finde, das Ganze hat ein bisschen mehr Humor. Und ich würde sagen, heute jetzt nicht mehr, aber wir gehen auf jeden Fall auch in die nächste Folge rein. Und hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, Leute. Hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Ne? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. So, 1:36 Uhr. Sind es noch 2 Stunden wieder online. Ich glaube, aufgrund der familiären Situation
mache ich jetzt schon aus, sonst hätte ich auf jeden Fall noch einen Film mit euch geguckt. Ich sehe Fahne eine höhere Qualität als... Ja, auf jeden Fall. Ja. Die Engländer nehmen es genauso locker wie die Deutschen ganz einfach. Das stimmt, Das stimmt. Das stimmt. Bin ich auf jeden Fall bei dir. Bin ich auf jeden Fall bei dir. Kann man hier sowas machen wie Raiden eigentlich? Willkommen im Live-Chat. Ah, Thomas, es gibt in England so gut wie keine Zettis. Mein Wissen nur in kommerziellen Seen, wo sie besetzt werden. Krass. Krass, Was ist hier? Ist ein Plus. Mit dem Publikum interagieren. Eine Fragerunde starten, Umfragekarten. Ja, ich bin jetzt immer auf YouTube mit Live, Nitty. Immer. Ne? Also falls euch manchmal fragt, dass ich auf manche Sachen eingehe, die zum Beispiel nicht auf Twitch sind. Aber ich frage mich gerade, was man hier noch so machen kann. Gibt es sowas wie Raids? Naja, sicher bald mehr, aber Hochwasser können die abhauen. Das stimmt, Thomas. Ich weiß es gar nicht, ey. Aber heute ging auf Twitch wieder gut ab, ne? Ich guck mal gerade. Ich habe ja immer alles aus jetzt. Ja, jetzt immer noch, 83 Zuschauer. Herzlichen Dank dafür, Hatten wir lange nicht mehr. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Auf Twitch können wir auf jeden Fall raiden. Das machen wir doch mal. Wen wollen wir raiden, Leute? Muni, grüß dich, Grüß dich. So, ich sag YouTube erstmal gute Nacht. Ne? Denkt dran, Abo da lassen, Daumen nach oben lassen. Ihr könnt den Livestream morgen auch nochmal nachgucken. Und wir gehen nächste Woche auf jeden Fall auch in eine neue Folge rein. Und dann mal gucken, wie es dann hier aussieht. Den sicher so wie ich eingeschlafen, ohne auszuschlafen. Ja, garantiert, das spielt ja keine Rolle. Das spielt keine Rolle. Guck, schon 20 Leute weg. Nur weil ich gesagt habe, ich mache aus. 20 Leute direkt weg. Ich verpiss mich. Oh Mann, ey. Dann sage ich schon mal ciao. Danke YouTube, macht's gut.